Hallo, na? Und der Krepel auch direkt wieder live gegangen. Ne? Der macht jetzt, der muss nachholen. Der macht jetzt, was er die Woche nicht geschafft hat. An einem Wochenende. Ich glaube, die haben ja heute früh um 9 oder so schon wieder Fortnite gespielt. Was spielt er jetzt? Was spielt er jetzt? Das ist doch die Frage. So. Dank mir zockt er wieder WoW. Ah, stimmt, der hat WoW wieder angefangen. Hab ihm Spielzeit geschenkt gestern. Du bist ja verrückt. Du bist ja verrückt. Hast wohl zu viel Kohle. Unglaublich. Text Language German. Gibt's kein German? Shit. Voice Language, French oder English. Es gibt kein German. Es gibt nur English. Na geile Scheiße. Content Warning may contain spoilers. Kann kein Englisch. Ich schenke ihn auch Silent Hill. Nee, machen Sie das mal nicht. Wirklich nicht. Ich kann auch kein Englisch. Doni muss uns helfen. Doni kann perfect English. Sorry, my English is not so good. It's not the yellow from the egg. Das sind richtige High-End Graphics. Ich weiß gar nicht, was du hast. Wann WoW? Passiert dir auch was Gruseliges? Ich glaube nicht. Hallo Henrik, grüß dich. Nee, wie gesagt, WoW. Nee, hab ich keine Zeit für. Warum spielen sie immer so Billo-Spiele? Man muss auch mal andere Spiele zeigen als nur AAA-Games. Elite Dangerous. Come on now, miss. Let's keep moving. Elite Dangerous wäre eigentlich auch eine Idee, ne? Schicksal, das klingt verheißungsvoll. Control für Arme. Silent Hill Slot ist gestorben für sowas. Als ob ich in 4 Stunden Silent Hill durchspielen würde. Ich könnte es anspielen und dann weglegen. Ist doch niemandem geholfen, Silence. Destiny. Da ist doch niemandem geholfen. Ich muss mal kurz was gucken. Nobody is sehr helped. Produktanzeigen. Wo steht denn hier die Sprache? Steht nicht dabei, ne? Dann spielen wir es. In Englisch. Sexuelle Andeutung. Why? Ach, der Dobbs. Sexuelle Andeutung? Ich guck weiter. Grüß dich. Grüß dich.
ist richtig hochwertig. Also Lurk und Lesen. Juhu, danke für den Lurk. Das sind richtig It's on your krasse, right. Here. richtig krasse Animationen. Ich kann nicht so richtig hinter sie scrollen. Warum steht der so nah an mir dran? Ich mag das nicht. Ich mag das nicht. Müssen wir hier Here rein? we are. Okay. Good luck. Der sieht doch auch richtig krass. Bohnen aus, wei. Shit. She's all yours, sir. Nur wieder Sophie Bohnen Roy, wollen sie I'm sehen. Detective Maurice Tremblay. Wer? Let's see. 21 years old, working at the Clarendon for over a year. Husband? I'm sorry? Are you married? No, not yet. Noch I nicht. live with my mother. She's sick, so I have to take care of her. No father. No, it's always just been me and my mom. All right, Miss Roy. I need you to tell me everything that happened, starting with this morning. Oh, par la fontaine, les filles s'en vont et s'y promènent au bras des garçons. Tu les entraînes au cœur des buissons où elles étreignent l'amour en saison. Tu les enchaînes dans un tourbillon de vrai bohème, car dans Hallo les Bof, frissons grüß dich. naissent toujours les plus belles chansons d'amour. Au clair de la fontaine, j'ai vu dans tes yeux Heike. mille couleurs. Quand la claire fontaine Ein Putzstream. Na, wir machen doch gerade einen Putzstream. Document's done. Now just a bit of tidying up and I can go on break. La fontaine, tu dans tes grands yeux, filais un jour la plus belle chanson d'amour. Doux souvenir de ce printemps. Hold RS and move LS to clean. Ach du Scheiße. Chérie, dis-moi, te souviens-tu de cet émoi naissant dans nos good enough. âmes ingénues? Naja, ist noch ein bisschen dreckig, aber egal. Das Mumpitz? Was ist das denn? Wir sind eine Putzfrau, ein Hotelzimmermädchen und müssen aufräumen. Was es alles für Spiele gibt. Machen Sie es richtig sauber. Ja, ich habe mir Mühe gegeben, guck. Wenn ich so stehe, sieht man kaum, dass der Boden noch dreckig ist. Wird nicht neu bezogen, einfach nur gerade gezogen. That's not complete without its pillow. Wo ist denn das That's Pillow? not complete without its pillow. Ah, da. Machst du zu Hause auch sauber? Nee, zu Hause mache ich gar nicht sauber. Die sind gefeuert. Die Bohnen sind übrigens an. Du willst doch nur deine Zwanghaftigkeit beruhigen. Ach, wo? Immer auf den Fleck stellen. Ja, also... Ich glaube, das ist gut. Dann lasst es euch auf der Zunge zergehen. Das Game kostet 24 Euro, ja. Ich habe es mal im Sale irgendwie gekauft bei PlayStation. In dem Hotel möchte ich besser nicht einkehren. Warum denn nicht? Enno ist heute als Gangster unterwegs. Ja, der hat doch sein Basecap jetzt irgendwie entdeckt für sich. Hat er wieder was Neues auf dem Kopf? Ja, der hat wieder sein Basecap auf. Das sieht aus, ey. Wer zahlt denn so viel Geld für sowas? Was? Puff, ich hoffe, euch geht's gut und ihr habt ein schönes Wochenende noch. Schönen Sonntag. Oh, wie schön das Kissen da liegt. So, was ist denn das für ein Zettel?
Ach, Aschenbecher. Der Aschenbecher war das. Ohne Bibel. Revised Standard Version. Oder die Möbel verrücken. Wir chillen so rum, sehr gut. Ani zockt und ich bastle hier im Linux rum. Ah, sehr schön. Na dann. Die Plüschtiere sehen ein bisschen freakig aus, oder? So zerfressen. I'm guessing you've seen better days. But you're obviously still important to someone. Oh, der Kopf geht ein bisschen runter. Ist das von einem Gast? Gehört das einem Gast? Wahrscheinlich, das wird ja kein Hotelinventar sein. Die sehen alle ein bisschen zerranzt aus. So, ja, hier sind auf jeden Fall private Sachen. Da können wir nicht drin rumschnüffeln, das geht nicht. That's a lot of money to owe. Just what did you get yourself involved in? Was ist denn Adept sind Schulden? Acknowledgement of Debt, ein Schuldschein. $150% pro Jahr. Richtige Abzocke hier. Toni! Die Space-Putze saugt nicht mehr. Sie bläst. Ja! Ja, stimmt. Oh Mann. Spaceballs. Gibt's von der Holy Bible auch einen Director's Cut? Ich weiß es nicht. Wenn das die Standard Version ist, vielleicht gibt's ja noch eine mit Bildern oder sowas. Doch gruselig. Okay, also hier hat irgendjemand einen Schuldschein. Und der hat sich $1500 geliehen und der muss, wenn er Überzeit ist, 3500 zurückgeben. Boah, ist ja ein bisschen Hausflipper-Grafik auch, ne? Da ist noch ein Zettel. Wir sind ja nicht neugierig, aber lass mal gucken. Danke für den Bit. Toni, danke. You know me, you know my family. You've had a seat at our bar since the day we opened. You more than a friend to us. $8.000. Das war in den, wann spielten das? In den 50ern, glaube ich, eine Menge Geld. 25% Interest. Und bis nun 8 Monate schon drüber. Okay. Ha. Oh nein. Da hat jemand die Bohne gefunden. Putzen Sie mal die Fenster, aber pronto. Na, ich guck mal, ob ich das machen kann. Was ist denn das? Eine weiße? Das war Zahnpasta oder was anderes? Marshmallow? Dirty Dishwater. Birthday Cake wäre das Schöne gewesen. Dreckiges Spülwasser. Was will man mehr? Danke für die Bohne. Voll lieb. Das ist voll nett von dir. Only menswear. Are you in town for a business trip, maybe? Ja, hier stand ja was von, dass jemand irgendwie Geld schuldet und schon deutlich drüber ist über die Rückzahlzeit. Dear Mr. and Mrs. Mapleson,
Regretful as we are to have to report to these lines of communication. Our client and your neighbor, the owner of, has been ultimately evasive of our many attempts to reach out and collect our due. Schulden, Schulden, Schulden. Was ist da los? Lucky Coin Financing. Das klingt ja sehr... Let's see what Beth wanted to talk about. Badezimmer. Was ist das? Ist das ein Schuhlöffel? Der sieht so aus, ne? Open. Oh, hier ist ein Safe. Was ist das? Das ist das Schild, das noch nicht gestört werden will. You brought your own mug? Well, I guess ours aren't quite as complimentary. Dreckig ist der vor allen Dingen. Mach den mal sauber. Wie neugierig sie ist. Alle Schubfächer aufmachen. Spülwasser passt. Timer 30 Minuten, bist du nicht hungrig? Nee, aber alle 30 Minuten so eine Bohne fressen. In letzter Zeit sind es nur Ekelbohnen. Reicht völlig aus. Ich will ja auch hier nicht kotzen im Stream. Ne? Beeilen Sie sich. Du hast noch 200 Zimmer vor dir. Stimmt eigentlich. Eigentlich hat man immer Stress als Zimmermädchen, oder? Alles leer. Hier ist was umgefallen. Was ist das? Ah, das ist die Karte. Zimmerservice sozusagen. Cocktails, ein Martini kostet 80 Cent. Nee, was ist das in den USA? Dollar und... Wie günstig. New York Sirloin Steak, 5,30. Ist ja gar nichts. Le Petit Black Swans. What? Regal. Du Schwein. Ah, wo stecke ich den Müll hin? Der ist einfach weg. Okay. Boah, den Dreckfleck sieht man ja von der Eingangstür aus. Ist ja nicht so schön. Wollen wir im Bad irgendwas machen? Wieso ist denn der Spiegel abgehangen? War das nicht drin? Ist das zu aufwendig gewesen, hier eine Reflexion einzubauen? Wahrscheinlich, ne? Badewanne putzen. $40er halt, wo du $200 im Monat bekommst. Okay, dann ist das schon teuer, ne? And voila. Das Kotflecken. Ach wo. Wieso liegt die Rückenbürste hier hinten? Ich gucke ja auch ständig in den Ausschnitt irgendwie. Sorry. Mach das bloß ordentlich. Ja. Ich gebe mir wirklich beste Mühe. Muss nochmal alle Schubfächer hier nachgucken. Ah, geht nicht, weil hier das davor steht. Hat man hier schon reingeguckt? Bin ja nicht neugierig, aber... Okay. Gut, ich glaube, wir können nochmal durchsaugen. Wie put away? Ich wollte doch durchsaugen. Boah, ich würde sagen, das geht so. Bett ist gemacht. Aschenbecher aufgehoben. Wir sind fertig. Kann man so hinnehmen. Mann, es gibt einfach kein gutes Personal mehr. Und die Toilette? Die war sauber. War okay. Ich habe nicht mal reingeguckt, oder?
Den Pott sauber machen? Ach, wo? Have you heard about that nut house they want to build next door? Yeah, it creeps me out. Imagine all the weirdos who'll start hanging around the hotel. I can think of someone who'll feel right at home. Look at her, always glued to that gossip magazine. Lästern die über mich? Real friends? Or is it just Gracie, Joan, and Marilyn? Lästern die über mich? Own wife is that dull? You need to get your excitement somewhere. Oh, did you see Rebecca come in this morning? She was wearing the same clothes. Now, don't you think you're overreacting? This is exactly the kind of behavior Linda warned me about. She's doing everything she can to break us apart. Sophie speaking. Hey, it's Beth. Do you think you could come up real quick? Sure. I'll be right there. You're right, you shouldn't. Now I realize I didn't Nicht über dich. so in love. Nicht nur über dich, über alles Mögliche, ne? Ey, ich hab den Schlüssel liegen lassen. Reception Restaurant. Hä? Sind wir... Warum steht denn der Ground Floor oben? Warum ist denn das falsch rum? Ich würde doch sagen... Hä? Ist das Hotel im Keller oder wie? Weißer Kaffee. Tempting, but every penny adds up, Sophie. Now's not the time to pick up smoking, Sophie. Oh, shock. Leaving luggage in the lobby? Are you trying to get Bernard to kill you? Wenn ich es spiele, dann spüre ich, dass mich dies befriedigt. Kellerhotel, ja, irgendwie schon. Shock. Leaving luggage in the lobby? Are you trying to get Bernard to kill you? Warum sind da Herzen an der Wand? I should talk to Beth at the front desk. Habe ich eigentlich irgendwie so ein Menü? Ja, hier. Das war eigentlich ein Zitat von Eddie, ne? Was ich vorgelesen habe. Zeitung. 19 arrested in deviant raid. Die haben irgendwie 19 Personen einkassiert. Shop owner against new mental hospital. Stop worrying and save your marriage with Liz Oil. Was? What the hell? Spider-Man 2 kommt auf PC im Januar. Ja. Ich glaube, wir sind jetzt im Erdgeschoss, ne? Lobby und so. Da ist jemand. Poor Nicole. No one should be stuck cleaning up the reception hall after a ball. Oh. Hey, Beth. Ach, das war der Empfang, der angerufen hat. Ist das Frauengold? Ich habe Hey keine there. Ahnung. So, who's sleeping? Sleep... what? You were whispering just now on the phone, so I thought maybe Eugene or Bobby were napping in the break room again. Oh, yeah, no. It's Jacques and Wendy. They were, in the middle of something. Ugh, it's so awkward when they start making out like no one's watching. Get a room. We literally work in a hotel. Damit hysterische Hausfrauen wieder funktionieren, oh mein Gott. You said you needed to see me? You said you needed me? Oh, straight to business then. Sorry, it's just a busy day. I get it. It's been non-stop for me this morning too. Wanna guess why I summoned you here? Ja. Es sind krasse Animationen, die Arme, das sieht auch richtig realistisch aus. Something to clean? I'm guessing there's something I have to clean? Obviously. But what is it? Did a kid throw up again?
God, no. Did that happen recently? Den Yeah, Kind ins Hotel last week. gekotzt? I can still smell it. Stapelpotenzial? Too. While I was cleaning, some of it got... I'm gonna stop you right there. Keep talking and you'll be cleaning up after me, too. Was? Wie Oh. bin ich denn? Sorry. Yeah, no, you'll be glad to know it's nothing gross this time. A nice gentleman decided it was time to redesign the lobby and helped us by knocking over that vase on his way out of the hotel. Oh no. That's it? I would do it myself, but the last time I tried to leave the front desk, Bernard emerged from his lair to scold me about procedures and whatnot. Well, we can't have the beauty of the Clarington Hotel take absence from her throne, can we? Oh, the people would riot. Bernard. Especially. Bernard's hardly the people. Bernard kenne ich noch von Anyway. Lost. I have to get back to work. There's a mop in the supply closet next to Bernard's office, I think. Thanks. I'll see you around. Beth. Bernard. Das ist der große Boss vom Hotel. Ach du Scheiße. Linda. Sieht auch freundlich aus. Wendy. Wendy's Burgers. Da muss ich schon wieder an Essen denken. Jacques. One of the Clarington's Bellboys. Okay. Was ist mit Familie? Mama? Kein Bild. Papa? Auch kein Bild. Left when I was 2 years old. Oh, der ist gegangen, als ich 2 war. Mutter redet nicht über ihn. Okay. So, was haben wir denn hier? Some days I'm going... Haunted Hotel? Ach, nur weil da ein paar Geräusche waren? Da war da ja nicht. Was ist das? Okay, let's get that mop from the supply closet. Oh, manchmal friert das Spiel ein. Das ist natürlich nicht gut. Aha. Linda's Doch, been Grusel, putting sag these ich. everywhere lately. Ach wo, It's ein weird that bisschen, Bernard allows it. ein bisschen ermitteln, aber nicht gruselig, oder? Say no to divorce. You can be divorced against your will. Women and children suffer most in divorce. You lose your succession rights in divorce. The wife's pension rights are lost in divorce. You lose your right to the family home in divorce. Also in die 50er Jahre halt, ne? Noch 15 Minuten bis zur nächsten Bienen. Ey. Muss den Timer hochstellen. Auf 1 Stunde oder so. So, Wischmopp holen. Bin unterwegs. Was hier? Ist noch eine Zeitung? Ist dieselbe, ne? Ja. Und hier? Das sind noch Streichhölzer. Bernard still leaves these around the front desk? Guess he didn't hear Beth when she swore she'd burn the place to the ground next time she had to suffer through one of his sermons. Wir sind in Montreal. Noch unbenutzt. Ach so, Entschuldigung. Ich mach die wieder zu. Chocolate mousse cake. Maybe Bobby wouldn't mind sneaking me a slice. Ugh, no. Bernard would have both our heads. Oh, da Linda, steht schon der Chef. Wendy's Der great Chef. at her Der job. Chef. Guests absolutely love her and... Not just guests, apparently. Oh, God damn it, Linda! I only like her because guests like her. Making sure guests are happy is my job after Schön die all. Tür Don't zugeknallt. care whether I'm happy. Listen, if Wendy wasn't doing her job, that'd be another story, but I can't just fire her without good reason. What if she stirred up trouble among the staff? Would that be a good reason? Curiosity killed the cat. Oh, Andrew. Hi. I was... Andrew! I'm sorry, I was just... Spying on our manager? No. I
I heard something, and I... Hey. It's okay, I'm just pulling your leg. I'm sorry I scared you. I'm just... I'm not used to having people around me while I work. Yeah, you're always working alone up there, aren't you? I actually think it's the first time I've seen you down in the lobby. Don't tell me you've been sent to clean up after the Valentine's Day ball. Mm-mm. No, Beth called me. A guest knocked over a vase and made a mess in the lobby. Yeah, I saw that catastrophe happen. Just what we need, huh? Well, I'd rather be doing that than cleaning the reception hall with Nicole. Oof. Yeah, I don't even want to see the state of the place after this weekend. I know chocolate fountains are for dipping, but I didn't expect to find someone's shoe in there. How? No idea. You must see plenty of weird stuff too, right? Yeah. What's the weirdest thing you found in a guest's room? Something very gross, very odd. Something about you? Flirtet sie da mit ihm? Well, there was this lady who had a love letter addressed to someone I know. What? No way. Who was it? You. You're messing with me. It was worth seeing your face turn red. Wow, you got me. Oh, I better go help Beth. It's hell here with the snowstorm. Schöne It's Fliege. okay. I need to, Yeah, all right. Take care. You too. As if it wasn't enough having to deal with endless letters of advice from Da läuft doch was. Da sind doch Gefühle vorhanden. Employees only. Bobby made it very clear he doesn't like anyone walking into his kitchen uninvited. I've never seen two people more suited for each other. I hope they work things out. They need to. Die Grafik erinnert mich an Sims 3, so ein bisschen, ja? Stimmt. Use the mop in the lobby. Was haben wir hier alles? Putzmittel, Waschmittel, Glühbirnen, Kerzen. Okay. So, dann schwingen wir mal den Wischmopp. Der wird auch angezeigt oben da als Item. Andrews Ambush. Andrew. Bobby. Bobby ist der Head Chef in... Oh, das ist der Koch. Mit dem muss ich mich gut stellen. Andrew. Maybe I should ask him for some book recommendations. Ich glaube, mit Andrew werde ich anbändeln. Hoffentlich wird sich Sims 5 wieder mehr an Sims 3 orientieren. Ich habe Sims immer nur gestriffen, würde ich mal sagen, mit meinen Fingern. Ich habe Sims nie wirklich gespielt. Ich sehe das immer nur in anderen Streams. So, Vase aufrichten. A film roll. The guest must have dropped it when he knocked over the vase. Probably should return it to him. Ew. I better throw that away. Vielleicht steht da noch was drin. So, jetzt müssen wir putzen. Also die Minigames sind großartig. Wofür habe ich denn eigentlich den Wischmopp geholt, wenn ich mit dem Lappen aufputze?
Now I just put the leaves back in the vase and it'll be like nothing ever happened. Perfekt. Hier, da sind die Icons jetzt oben. Wischmopp und Filmrolle. There's something so peaceful about Schön machst du das. storm. Danke. Bring me Danke. inside, where it's warm and dry. Oh. I understand, Mr. Ramsey. I wish I could make the snowstorm disappear. I really do, but sadly, that's not within my power. Beth, who knocked over that vase? Mr. Spade. Mr. Spade? Well, I can check with the airport and let you know when flights resume. Until then... Yes, I know. You've said that Welches already. Zimmer ist Mr. Spade? But... No, that's very unlikely. So, Mr. Spade. which room are you staying in, Mr. Spade? Well, you're welcome to speak to my manager if you'd like. I'm sure he'll be Wo steht denn hier der Name? thrilled to talk to you. Ah, da. Well, for that, you'd have to talk to my manager's manager. First Would you like to time. contact him? Returning. Call to cancel. Sadly, he doesn't have a phone. He's a bit of an old-fashioned fella, if you know what I mean. Da, Spade, 505. Yes? Yes. Room 505. So first Great. I suggest That's on my floor. I can return that film roll without going out of my way. Then you clasp your hands together and think really hard about just how much you want the Logbook. snowstorm to end. It may help to repeat his name, too. It's, God, G-O-D. I'm sure he'll be very... I should go to the 5th floor to return Mr. Spade's film roll. Making fun of you, sir. No, I never dare. No, I'm dead serious. If anyone can make the snowstorm end, it's him. Hello? Kann ich das hier noch aufwischen? Oh, well. This leak really needs to be fixed. I hope the weather doesn't make it worse. Den Fahrstuhl rufen? Habt ihr euch die Zimmernummer gemerkt? 502, 503, 505? Phew, made it. Thanks. You're welcome. Was it you who cleaned the puddle by the restrooms? Was I not supposed to? Well, Eugene asked us not to touch anything until he's repaired the leak, but it's probably safer this way. Someone could have slipped on it. Which floor? Oh, 6th. Thanks. 505, Dankeschön. What's the big rush? I need to bring this to our VIP guest, the one who rented the entire floor. Oh, is it that British man I keep hearing about? All the girls complain about him. Why does he need snow? Why does he need a bucket full of snow? No idea. I don't even ask anymore. Er hat Schnee von It's draußen just the geholt. latest in a long series of strange requests. Okay. What do you reckon he'll do with it? Take a bath, maybe? Sometimes I wonder if he's just pulling an Hallo elaborate Six, prank on grüß dich. Can't you tell me who he is? I've never actually met him. I always talk to his assistant. Only Bernard knows his identity. Bernard. I do have a suspicion, though, Und? but I'm not sure I should say it. Can't you at least give me a hint? Okay, let me think. Whew. Saved by the bell. Hey, come on. Don't leave me hanging. Let's just say I like to prolong the suspense. Wait, is that the hint? Who knows? Fair enough. Have fun up there. You too. 505. Nach rechts müssen wir gehen. Ach, ein Glück ist das Zimmer gerade zu. Das ist ja großartig. Inspekt. This must have been so much fun. Well, for the guests at least. Tja, ich muss leider arbeiten. Ich muss putzen. Ich kann nicht zum Ball kommen. Oder habe ich da schon Feierabend? Okay, die Zeitung kennen wir.
So, die Tür ist noch angeklappt. Was ist das? Housekeeping. 505 muss noch gemacht werden, teilweise. 506 muss noch komplett gereinigt werden. 507 ist ausgeixt. 8 kommt. Ach nee, complete. A big mess. Muss man in die ganzen Zimmer rein? Reicht nicht ein Zimmer, was ich reinige? Does carrying this everywhere really make us better maids? Bernard seems to think so. Erste Regel, unsichtbar sein. Zweite Regel, gründlich sein. Dritte Regel, vorsichtig sein. Vierte Regel nicht. Partial Cleaning. Ah, hier wird erklärt, was Partial und Complete bedeutet. Den Spiegel reinigen, Toilette, Badewanne. Bring used towel to cart. Put clean towels on shelf. Replace toilet paper roll if necessary. Empty garbage can. Throw away trash. Clean ashtray. Scrub stains. Make bed. Empty garbage can. Throw away trash. Complete cleaning. Repeat partial cleaning duties. Vacuum every floor. Dust every surface. Change bed sheets. Das war das. Deswegen haben wir vorhin nicht den Bettbezug gewechselt, sondern einfach das nur gerade gezogen, weil das ein Gast war, der länger bleibt. Chambermaid's Guide. The Official. Aschenputtel-Story? Ich weiß es nicht. Vielleicht? Klopf doch einfach. Mr. Spade? Mr. Spade? Hallo Küstenkind, grüß dich. Bilder entwickelt, oder? Morgen wird Karls leer gefuttert. So sieht's aus. 7:30 Uhr klingelt mein Wecker, 8:50 Uhr steige ich in den Zug, 9:20 Uhr bin ich in Elstal und dann laufe ich ja so gute 20, 30 Minuten. Also kurz vor 10 bin ich dann da. Ich freue mich schon. What is this? Wer macht denn Fotos? Bin ich das? Von mir. Tampering with other may lead to positive or negative consequences. Man kann die wegschmeißen. Oh, hier habe ich Deo benutzt von jemandem anscheinend. Der Fahrstuhl ging, oder? Das wird großartig. Wie geht's euch sonst so? Hattet ihr ein angenehmes Wochenende? Instem Fine Grain Developer A. Also Entwicklung für Bilderentwicklung ist das. Schmeißt das nicht weg. Das ist hier sein Zeug.
Wenn er das so will. Spiegel putzen. So, jetzt aber auch Klo putzen. Perfekt, das ging schnell. I should bring that back to my cart. Looks like prescription drugs. But what are they for exactly? Milton, Meprobamat. Klopapierrolle sieht noch gut aus. Ja. Mülleimer ausräumen. Die Handschuhe könnte man wegwerfen. Aber vielleicht braucht er die ja noch. Bodenlosen Kaffee. Yes! Wen rufe ich an? Den Empfang? Clarington Hotel Reception Desk, Ja. Beth speaking. What can I do for you on this very fine day? I need Andrew's help. Beth, it's Sophie. Can I speak to Andrew, please? Yeah. Hold on. Andrew? Ich durfte früher beim Fotografenpraktikum auch machen. Hat Laune gemacht, aber gestunken wie Sau. Clarington Hotel Reception Desk. Andrew speaking. Hey, are you okay? Hey, Sophie. Yeah, it's just... my trip to the 6th floor took longer than expected. Oh, I'm sorry to add to your plate, but I really need your help. Sure. What's up? I think Mr. Spade's stalking me while I work. Mr. Spade? Why would he... I found a dark room. I don't know. He took pictures of me. I found them hanging over the bathtub. He set up a kind of dark room. Jesus. What are you doing in them exactly? I can't believe I'm about to say this, but sometimes when I clean the rooms, I get a little curious and, you know, snoop through our guest stuff. Oh. And Mr. Spade... Meine Güte, ist das spannend, ja? Yes. I think we should call the police. Whoa, slow down a minute. But Da fehlt das Kappa-Face There are pictures of dahinter. you invading our guests' privacy. But I didn't Ja. steal anything. Ja. I was just snooping, I swear. I believe you. I believe you. Snooping. But others might not. With those pictures, it could really blow up in your face if a guest were to complain about missing items. So, I do nothing? So I just leave? Do nothing? That's not what I'm saying, but I think you should try to get a better understanding of the situation before you tell anyone. I've given photography a shot before. Really? At least I The planned. tension is tearing me apart. Didn't quite get to the juicy part. Anyway, the point is that dark rooms like that take a lot of time and effort to set up. It seems unlikely he went through all this trouble just for a few pictures. I bet there are more of them somewhere. Well, I didn't look through the entire room, but there is a safe here. That would certainly be a good place to store pictures. Do you have the safe combination then? I'm pretty sure it's locked. Maybe I can... Give me a sec. Dark Room Adventures. Oh, Shoot. What? Bad news is, I can't find the combination list. Good news is, we can probably do without it. Most guests write their code down to make sure they don't forget it. So, say you wanted to look for it, I could keep an eye out and call you if I see our mysterious photographer return. Okay. Yeah. Thank you. No problem. Oh, and Andrew?
Yes? Please keep this between us. Of course. Don't worry about that. Ich habe noch eine Tasse im Inventar. Da. Search the room for clues. Also erstmal machen wir die Tür zu. Was ist das? I'd forget my own head if I didn't write everything down. I guess we have that in common. Do not forget to buy more film. Also ein Zettel, ein Merker. Das ist der Room Key. Wer ist jetzt schon wieder Eugene? Ah, das ist der Hausmeister. Mr. Spade is a guest here at the hotel. He's staying in room 505. He seems to carry film rolls around, and he was in such a rush to get somewhere today that he knocked over the vase in the lobby. Gefährlich. Hier sind nochmal die ganzen Sachen, die ich gefunden habe. In Raum 504. 505 Stalker Pictures. French, English, English, French Dictionary. Einfach wegschmeißen. Was ist denn das? Oh. Rasiermesser. Ist das die Mordwaffe? Welcher Mord? Keine Ahnung. Kaffeetasse nehme ich mit. Was ist das? Shave Cream. A closer shave at a sensible price. Und ein Rasierpinsel ist da noch. Ja. Also erstmal alle Schubladen durchgucken. Wir sind ja neugierig. Aha. Eine Augenklappe zum Schlafen. Also eine Schlafmaske. Aha. Was hier? T-Shirts. Und da. Aha. Du Dieb. Rough. How are you supposed to support yourself when no one will give you a job or a Welcher place to Dieb? live? Ich glaube nichts. Ich lege alles zurück. Wir sind mitten im Gameplay. Tanis isst du Physalis? Ja. Ja. Kaufe ich nicht so oft, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja. Dear Mr. Morgan, I understand your situation and I'm sorry that you had to spend so many years in the hospital. However, this does not change the fact that you don't have the qualifications for the job. And even if you did, I could not hire someone in your situation. Other staff members simply would not feel safe around you. I would ask you not to contact me anymore. Okay, der hat sich beworben, war eine ganze Zeit im Krankenhaus, hat nicht die Qualifikation, selbst wenn, würde der Arbeitgeber ihn nicht einstellen, weil sich die anderen Mitarbeitenden nicht wohlfühlen würden in seiner Umgebung. Das ist ja auch nicht schlecht. The weirdos, stop wasting my time. I'm not hiring you ever. Hey weirdo. Mr. Morgan, I know I have a lot of respect for what you and others have done for this country, but I'm not a charity if I don't receive the past 3-month rent before the end of week. You will have to vacate the apartment. Aha. Das sind nochmal Handschuhe. So. Hier. Morgen hast du welche ohne Chemie. Oh, danke. Das ist lieb. Du bringst mir wieder viel zu viel Zeug mit. You're pawning off your possessions?
What do you need the money for? Pawnshop ist doch Geldverleiher, ne? Also du gibst irgendwas hin und kriegst dafür Geld. Zweite Weltkriegsmedaille in Bronze. Da hat er $15 für gekriegt. Date of Expiry, also bis zum 14.08. Also genau ein halbes Jahr hat er Zeit, das wieder auszulösen. Und als Adresse ist das Hotel angegeben. Pawnshop? Pawn. Wie P-A-W. Nicht Porn. Mann! Du, du, du. Was ist das? Das ist ein Spiegel, oder? Ja. Oh. Oh! Eine Dose Tomaten und Scamfleisch. Wait, is that... I should take a closer look. The oratory. I just went there for the first time and... God, it's been years, hasn't it? Special Occasion, Wedding, Funeral. Man kann alles wegschmeißen. Man kann alles... Na, das hier nicht, aber das könnte man entsorgen. Warum sollte man das tun? Eintrittskarten. Nee, Tickets für die Tram. I remember this sale. I picked up that new winter jacket for Mom. Oh. 30% off. Ist nicht schlecht. Harry's Diner, too. Were Oh, we ein ever there at the Diner. same time? Wenn es morgen regnet, ist Marcel schuld. Er hat nicht aufgegessen. Das ist okay. Ich nehme Regenschirm mit zur Not. Wir sind ja eh die größte Zeit drin. Table, Tisch 8, 2 Personen. Waiter, R, Check Number. 2 mal Kuchen, oder? Ist das Cake? Nee, Coke. Also Cola. 2 Burger, $3. Da hat ein Burger $1,50 gekostet. Und einmal extra Fries. Die sind für mich 10 Cent. 3,50 für einen Diner. Das ist nicht so die Welt, ne? Why is Harry's lots of burger? Why Harry's lots of burger places closer to the hotel? Okay. Beaver Lake? That's where I took Mom skating last month. Why is this up here? Da ist doch ein Code drauf, oder? A ist 2, V ist 8. Nee, was ist das? Das ist G. Sehen aus wie Noten. Oder? These look like numbers. Sort of. These look like numbers. Sort of. Nette Preise, oder? Alles wegschmeißen, ist das Spiel zu Ende, ja. Alles vernichten. Da freut er sich. An unserem Stammtisch, ja, da wo wir immer sitzen. Wird wahrscheinlich morgen auch nicht so voll sein, ne? An einem Montag kann ich mir vorstellen, ist es überschaubar. Ist bestimmt ihr verwunschener Vater, der ihr hinterher spioniert. Verwunschener vor allen Dingen, da steht verschwundener Vater. Das wäre naheliegend, ne? Dass die Mutter sagt, sie redet nicht über ihren Vater und er ist verschwunden, wo sie 2 war. Jetzt ist es vielleicht 18 oder 20 Jahre später. Das könnte sein. An unserem Stammtisch, ja. The League. Demnächst kommt ein Add-on raus. DLC, The Lake House.
T30. T. The Lake House. Das wird großartig. So, ich wollte aber eigentlich hier gucken nach die Zigaretten. Old Port Zigaretten. Was steht da drauf? Refreshment? Refreshing Mint. Oh, Menthol oder Minz-Zigaretten. Na geil. Wieso ist eigentlich die Glotze hier noch an? Mal ausmachen The hier. storm must be getting worse. I hope Mom's not too bored without her TV shows. Und so Müll weg. Was ist das? Morgan, Ein paar Briefe. is that your real name? Why did you check in under Mr. Spade? Paul Morgan. To Lindsay Franklin. Ein Bündel von Briefen. Dear Mr. Morgan, you have to stop writing to this address. Lindsay died 2 years ago. I do not know what happened between the two of you, but please let us grieve in peace. Thank you, Lindsay's mother. Das sind wahrscheinlich die Briefe, die alle zurückgekommen sind. Das ist der Briefumschlag. Paul Morgan. Der sieht total unbenutzt aus, ne? Aber ist ja abgestempelt. Alle wieder zurückgesendet, ja. Is this a floor of the Clarington? Oh, Housekeeping. 10 Uhr bis 14 Uhr. Room service night mostly. Lobby boys 8 bis 11 a.m., 3 p.m. to 6 p.m. Weniger schnüffeln und mehr sauber machen, junge Frau. Check-in starts at 3 p.m. Stimmt eigentlich. Ich muss mich beeilen. Okay. If reception gave him a code, maybe he wrote it down. Somewhere. Spam food. One man's trash is another maid's trash. Ham. Der hat das komplett aufgegessen. Ich dachte, ich kann hier noch mal ein bisschen was rausnaschen. Aber nee. Das rohe weh. Something tells me you won't be missing this. Was ist das? Soup Vielmot au pois. Das ist eine Suppe. Aber was für eine Suppe? Was ist denn? Pois. Au pois. This is French. I don't speak French. Au pois. Soup au pois. Erbsensuppe aus Kanada. Okay. Dosenfutter. Silence ist eingeschlafen, oder? Das ist doch Tomatensuppe hier hinten. Hab jetzt fürs Gewissen die Balkontür einfach mal weit aufgemacht. Sehr gut. Sehr gut. Kein Französisch mehr? Nee. Frank's Beans. Oh, Baked Beans mag ich ja auch sehr gerne. Wobei hier steht nicht Baked Beans, ne? Frank's Beans. I hope you weren't eating those beans. Die waren leer. Hier liegt noch ein Zettel. Request to move to 507. Why did you want to change rooms? Lindsay's address. Could that be a reminder for the safe combination? Lindsay's address, Infantry Division, year of hospital discharge. Dear Mr. Spade, the present letter is to confirm the reception of your transfer request to room 507. Regrettably, the room in question is currently occupied by an extended stay guest. We are therefore unable to grant your request. Thank you for your understanding. Please contact us should you have any other requests.
Bernard. There's something on the back. Throw away? Ne, wir schronen das nicht away. I need to find some clues to decipher that code reminder. Ist draußen eigentlich Schnee oder so? Nee, ist einfach nur kalt. A pile of tied together with a rope of envelopes. Letter from Lindsay's mom. Hotel plan. Letter from Bernard. Cracking the safe. Lindsay's address. In safe. Being tracked. Wir sammeln mal weiter erstmal Zeug auf hier. Noch eine Tasse. Und noch eine Tasse. Sag mal, wie viele neue Kaffeetassen hat er denn hier immer? Hier ist ein Fernglas. Und ein What do Schlüssel. we have here? A key. Ich kann ihn nicht einfach mitnehmen. Das geht nicht. Wen beobachtet der aus dem Zimmer hier? Hallo, Kleinritterrost. Kleinritterrost. Spreche nicht. Kann Französisch mehr? Kein? So wie Tanis das immer macht. Moin zusammen. Scheiße, Silence ist aufgewacht. Ich muss schon wieder so eine blöde Bohne essen. Was wird es diesmal sein? Leber haben wir ja nicht. Oh nee. This could be a wonderful, a very wonderful stinky bug. Toasted Marshmallow? Nee, dafür ist die Farbe nicht richtig. Was ist denn das? So grünlich auch ein bisschen. Juicy Pea and Bogger? Oder toter Fisch oder Strawberry Banane? Dead Fish. Lecker, lecker, lecker. Ich könnte den Finger abschneiden, so lecker. Aber ich lasse das besser. Warum sind denn hier nur Ekelbohnen drin? In der Box ist nie was Gutes. Immer nur Ekelkram. Unglaublich. Immer habe ich Unglück. Binoculars. A simple pair of binoculars. Okay, okay. Was haben wir hier? Inspizieren. Do not forget to take your pills. Diese Person muss schon etwas älter sein, oder? Wenn er sich lauter Zettel schreibt, damit er Sachen nicht vergisst. Helge. Helge ist großartig, ne? Helge ist super. Jürgen, sag guten Tag. Ja, hab ich doch gerade gesagt. Er hat guten Tag gesagt. So. Jürgen. Jürgen. Warten. Machst du das auch so? Ja, meine Wohnung ist voll mit Klebzettel. Nein, so schlimm ist es noch nicht, glaube ich. Ich bin einfach vergesslich. Ich vergesse sogar aufzuschreiben. Ich kenne Leute, die haben mir gesagt, ich schreibe es mir auf, aber ich vergesse dann, dass ich es mir aufgeschrieben habe und dann wäre es, als hätte ich es mir nicht aufgeschrieben. Das ist schon ein bisschen komisch. Das ist ein bisschen blöd auch, ne, für einen selber. Ich will nicht spielen. Jürgen, jetzt nimmst du die Blockflöte. Ja. Und spielst normal einmal hier Ach, Heinz, ein Weihnachtslied. muss das sein, dass Jürgen jetzt spielt? Wollen wir mal gucken, ob der Weihnachtsmann Ich will nicht klopft. spielen, ich hab echt keine Lust dazu. Ich will nicht. Nee, mach, komm. Hier. Ach, du lass ihn doch, er will doch nicht. Da kommt die Scheißflöte. Jürgen, spiel doch. Schön. Mann, was ist das denn für eine Scheiße? Ja, was kann ich denn dafür? Da Die steht Flöte steht für gerade Salat hier. zusammen. Jürgen, das war wirklich nicht gut. Das war wirklich nicht gut, Jürgen. Jürgen! Okay, wir machen mal das Bett. Morgen Deluxe-Kaffee, geil ab 11. Nee, ich glaube, ich verzichte morgen auf den Deluxe-Kaffee. Die sind doch eh immer nicht am Tresen.
Da musst du durch einen halben Calls rennen, damit du mal hier, ne? Der kommt aus den USA, würde ich sagen, von der Flagge her. Ach, 2 Kissen. Da drüben ist noch eins. Oh, da war was unterm Kissen. Oh, gleich mal gucken. Was ist es? Oh. Was ist denn das? Ja, ich trinke morgen bodenlosen Kaffee. Hab keinen Bock auf die Scheiße. Da wieder mit den Leuten rumzudiskutieren. Es ist erst 10:34 Uhr. Erst um 11 machen wir hier den Kaffeestand auf. Genau, weil ich Kaffee zum Mittag will und nicht zum Frühstück. Mann, 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 Mann. She was alone in a town she barely knew, hundreds of miles away from home. She was desperate for comfort and found it in the arms of the most unexpected person. Das klingt doch nach so einem Schmuddelroman, oder? What first started as a normal friendship between two women soon blossomed into something much more passionate and disturbing. This is a tale of love and desire like you have never read before. Oh mein Gott, da oben ist aber was drin. Da ist so ein Zettel drin. Da oben ist ein Lesezeichen. Ich kann es nicht in die andere Richtung drehen. Warum denn nicht? Da ist ein Zettel. Da oben. Müssen wir nicht wissen, auf welcher Seite er war? Liebesschnulze, aber richtig. Richtige Liebesschnulze. Was ist da drin? Aha. Eine Bibel? Ach ja, im Hotel in jedem Zimmer. Warum kann ich die eigentlich nicht wegschmeißen? Ist ja schade. Irgendjemand lacht? Möchte das nicht? Ah, ich weiß, wofür der Schlüssel ist. Der Schlüssel ist für den Koffer, glaube ich. Soldaten. Damals war er noch jung. 99. Infanteriedivision, Belgien. November 1944. 99th Infantry Division. 99. Ein lesbischer Groschenroman, ja. Glaube ich auch. Was ist das? Birds of North America. 5. Edition. Bücher. Aber das ist ein Plastikumschlag. Nee, das ist schon ganz schön abgekrabbelt, der Umschlag, würde ich sagen. Aha, aha. Ist hier noch was drin? Nein? Okay, klasse. So, der Koffer, der lässt sich bestimmt... There has to be a key somewhere. Ja, hier. Nimm den Schlüssel. Ja, nimm ihn mit. Es wird niemand was sagen, wenn du in dem Koffer des Gastes rumgeschnüffelt hast. Niemand wird was sagen. Fehlt ja nur noch das mit dem Krankenhaus. Krankenhaus? Krasse Schuhe. Paul. 42. You spent 10 years in a psychiatric hospital. Das ist nicht And it gut. looks like you left with a long list of diagnoses and prescriptions. Discharge Summary. Date of discharge 1957. 57. Anxiety, Neurosis, Character Disorder, Chronic Insomnia. Insomnia, ist das Schlaflosigkeit? Short-Term Memory Loss. Ich glaube ja, ne? Ah, deswegen muss er die Tabletten nehmen hier. Dr. E. Hirst. Mach mal zu den Koffer. Können wir den Schlüssel zurücklegen? Oh oh. Ich gehe nicht ran.
Nein, ich gehe nicht ran. Es klingelt nicht mehr. Ist das jetzt schlecht? Not right now, Sophie. Uh-oh. Address, division, year. Address, division, year. Address. Vierunddreißig 99 34 99 57. That's a lot of film. How many pictures have you taken, Mr. Morgan? 34 99 54. Damn it. Danke für den Lurk. 57. 34 99 57. Uiuiui. Eine Pistole. Oh, oh, ich stelle mich mal in den Lurk, bisschen Kanalpunkte sammeln. Alles klar, bis später. Spielt doch 57, also nicht so lange her, seit 44 ist der Typ. Der Typ kann noch knusprig sein. Das sind doch so eine Behälter für Filme, oder? Damit die nicht geschützt sind. Okay, Sophie, you should probably put this down. Habe ich die in die Hand genommen, die Waffe? Bin ich denn bescheuert? M and H. M and H. Who are they? Are they guests here? That was taken in the lobby. You're going through their trash? You really want to find out what M and H are up to, don't you? Why are you following them? And who's sneaking out at night? Die sind Schlittschuhfahren So many gewesen. questions. This looks like Beaver Lake. Lake. Gleich mal Fingerprints da lassen. Ja, ich weiß nicht, ob die in den 50er, 60er Jahren schon Thema waren, aber das ist ja ein bisschen, wie soll ich sagen, riskant. So, der hat angerufen und ich bin nicht ans Telefon gegangen. Dann haben wir es, oder?
Den Kofferschlüssel, habe ich den jetzt zurückgelegt? Steckt der da noch? Nee, den habe ich noch bei mir. Kann ich den irgendwie weglegen? Glaube nicht. A gun with a European look. Und das ist das Journal. Haben wir uns alles gemerkt. Abgeschrieben. Ja, die wurden schon untersucht. Es war schon die Zeit dafür, ja. Okay. Hoover hat mit Fingerabdrücken schon in den 20ern angefangen, aber vielleicht hast du Glück und es kommen nur Dorfpolizisten. Ja, das wäre nicht schlecht, ne? I'm sure I'll find more laundry to add to the pile. War hier irgendwo noch ein Handtuch am Rumliegen? Nee, ne? Da ist ein Handtuch. Pick up. Let's put those on the bathroom shelf. Oh, I left the clean towels on my cart. Ist die einzeln tragen oder kann ich nur? Braucht der 3 Handtücher? Ich würde sagen, nein. 2 reichen doch, oder? Mir geht eh nicht. Das Licht ausmachen? Nö. M and H. Maybe Andrew could find them in the logbook. So, habe ich jetzt alles gemacht, was ich machen sollte. Warte, wir sind rum 505. Partial. Na, ich habe sogar mehr als ich machen sollte gemacht. So, welche Räume sind denn noch Thema? Ach, guck mal, wie die schon abgestrichen sind. 506 bitte. You have a room order for a reason, Sophie. Oh! Pitty Pots Sugar Frosted Pops. Das ist ein Jojo mit einem Pinguin vorne drauf. Ja. Wie süß. Ich habe den Schlüssel noch, ne? Ja, ich weiß aber nicht, wie ich den zurückpacke. Do not disturb. Well, that's one less room to clean today. I won't complain. Say no to the wars? Oh. Kann ich eigentlich alle wegschmeißen, die Zettel. I think I have all the supplies I need. I'm getting ahead of myself. I'll come back to this one later. Stick to your room order, Sophie. Du meinst, das ging? Ich gehe nochmal ins Zimmer rein. Stand da Put Back auf dem Fernseher? Okay. War ein Cock? Wukok? Ah, Place Key. Danke, Andi. Der trocknet hier seine Socken auf der Heizung. Thank you, Andi. Ich habe sie zurückgepackt. Was ist eigentlich das für eine Rolle hier? Eine Garnrolle. Wenigstens einer, der aufpasst. Okay, Licht kann ich nicht ausmachen. M and H could be in danger. I should ask Andrew to help me locate them. Let's rohe Wese die Wurst. Scheiße.
Okay, dann gehen wir wieder runter. Garn für seine Map mit Clues. Ah, ja, gut. Ja, ergibt Sinn. Makes sense. Stimmt. Er hat ja da an der Wand das Garn. Und irgendwo lag auch noch eine kleine Pinnnadel da. Ja. Did you intend for me to discover your little dark room? Or did this just fall down? Warum hänge ich es denn nicht an die Tür? Ich würde nicht sagen, dass ich schon fertig bin, aber ich gehe jetzt einfach runter, oder? 505, 506, 7, 8, 9. In jedes andere Zimmer, wo ich reingehen wollte, hat sie mal gesagt, nee, nee, ist nicht auf meinem Plan. Did I miss something in here? Nee. I should move on for now, but maybe I can come back later if I have a spare moment. Okay. I should call reception. M and H could be in danger. Dann ist es abgemorgert, aber richtig. Hatte ein ganz schmales Frühstück. Clarington Hotel Reception Desk, Andrew speaking. It's me. Oh, hey. Just a sec. Beth, could you cover for me? Again? Pretty please? Pretty Sorry about that. please. So, found anything on Mr. Spade? Well, Mr. Spade isn't even his real name. It's not? What is it then? Paul Morgan. Huh. I guess he wanted something a tad more exciting. So, I take it you opened the safe. What was in it? A journal. Oh? Does it say why he's stalking you? No, but it seems he's stalking 2 other people as well. 2 other staff members? Who is it? No, they're guests. I don't know their names, though. I was hoping you could find them in the logbook. Oh, yeah, sure. Are you alright? Of course. Sorry. I'll just need some more info to narrow the search. What do you know about them? Na, ich habe doch gesagt, ich habe noch 3 Gläser übrig. Das ist jetzt sozusagen das zweite Glas. Da sieht man, es sind auch noch einige drin. Das habe ich jetzt die Tage angefangen. Und 2 Gläser habe ich noch im Schrank. Als ob ich das alles an einem Tag aufgefressen habe. Sehen Sie mal. Und viel Senf stimmt auch nicht, weil das der grüne Tee ist. Dieser 1 Minute Aufgieß-Kalttee. I found a transfer request to 507. I found out that Mr. Morgan made a request to be transferred to room 507. Kalttee Y ist viel zu but kalt. it was denied because... That's Mrs. Beaumont's room, right? Ach, das geht schon. But why would he switch rooms? He's got his entire dark room set up in Ja, 505. Marzipan. I'm not sure. I just thought it might be related. I guess we can keep that in mind, but I'll need a little more to go on. Mr. Morgan refers to them as H and M. It could be initials, or maybe Husband and mistress. husband and mistress? Oh, I hadn't thought of that. Yeah. Wait a minute. There's a couple staying in room 509. Oh. Hector and Marcella Cruz. Hector and Marcella. H and M. My thoughts exactly. What do we know about them? Do you know anything about the cruises? Well, I was there when they checked in. Handed them a couple pamphlets on tourist attractions. I remember noticing that Mr. Cruz wears the same cologne as my father, but... That's not much to go on. Yeah, I know. Do you, perhaps, have room 509 on your to-do list? I do, actually. Would it be wrong of me to suggest you do some... Snooping? I guess that's what I'm known for now. Nah, don't worry. I'm sure we'll find a better legacy for you. I'll call you if I find anything. Watch out, alright? I will. I promise.
Bookkeeping. I must have forgotten my keys in the break room again. I'll need my keys to enter room 509. I should probably check the break room. Stimmt, wir haben ja vorhin gesehen bei der Kameraeinstellung, dass sie die Schlüssel im Pausenraum hat liegen lassen, als das Telefon klingelte. Wieso ist die Tür noch auf? Macht die doch zu. Ja. Down B. Hi, Carrot seems everyone. sweet. If I wasn't so bad around new people, maybe we could be friends. My name is Carol and was? And I've just started as the new maid. This is my first job and I'm really grateful to be given a chance to work in such a nice hotel. Wie nett alle sind, schreiben alle noch was dazu. Welcome, Carol. Clarington Hotel. Do not forget to tell guests to avoid blocking corridors with their luggage. This is an accident waiting to happen. Bernard. Kann echt alles abruppen und wegschmeißen hier. If there's anyone to be in a book club with, it'd be Andrew. Maybe I should join this. Und warum hat noch keiner einen Zettel abgerissen davon? Interessiert vielleicht gar niemanden. The way things go missing around here. Sometimes it feels like the hotel just gobbles things up. Ich hab's nicht geklaut. Es war, wenn, dann war das jemand anders. Ich war das nicht. Do not forget, use the word guest when talking to or about clients. I'm getting tired of repeating this. Ja, Bernard, ja. Maintenance. Locked. Eugene must be running around trying to keep the hotel in one piece. Yeah, Linda's not exactly my door's always open, come on in kind of boss. It's locked. Andrew, Etienne. Fine. Keep your secrets, locker. Da oben ist ein Gürtel. Kann man nicht anwählen. People don't usually leave these unlocked. Eugene's ist offen. Open sesame? Eugene. Ich hab gar kein Horn. Oh, armer Dan ist impotent. Hallo? Eugene. Half the washing machines are out of order because of this. I won't be able to finish our current bed in time. What? Our current load in time, and Beth will be forced to offer guests an apology discount. Please fix the machines before Bernard kills me. Okay, Rebecca hat geschrieben. Das ist eine Rechnung. Same Day Laundry Service. Name klein. One pair of pants, also eine Hose wollte der gewaschen haben. Beth definitely doesn't want more reasons to have to talk to guests, especially if it involves apologizing. Schnell wieder zumachen, bevor mich jemand erwischt. Beim Snoopen. Oh, hier so eine Schiebermütze. Lockerroom. Was ist denn das? Chuck, du musst deinen Schrank abschließen, sonst gucken da Leute rein. The way they look at each other. You can tell it's the real deal. Oh.
Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Sonntag und Hannes, freuen uns auf morgen. Bin erstmal raus. Einen schönen Sonntag ebenso noch. Off limits. Und ich freue mich auch auf morgen. Freue mich auf bodenlosen Kaffee und Frühstück und so. Das ist der Pausenraum, okay. Das ist die Stechuhr hier. Did I remember to punch in this morning? Ich habe keine Ahnung. Liebe Grüße an the Family und bis morgen. Schon wieder kurz. Waren Sie nicht erst da? Nee, ich wollte. Und dann konnte ich aber nicht. Das letzte Mal mit Familie Küstenkind Rebecca's had her hands full war ich bei lately. Calls, I glaube hope ich. she's doing okay in there. War ich, glaube ich, vor Monaten. Wo gehe ich denn hier rein? Was ist das? Ist nicht mein Pausenraum. Hypocrite bitch. What did Linda do? And to whom? There aren't that many people whose names start with a B around here. Oh, Linda. What would your husband think of all this? My wife will be at her parents' tonight, so come by my house at 8 p.m. and make sure you bring the new lingerie I bought you. Was ist eine Lingerie? That'll do. I'll just have to make sure I don't forget to return it. Ist der Generalschlüssel oder was? I should be able to open 509 now. Back to the Master fifth Key. floor. Ah, ich habe jetzt den Generalschlüssel mir geholt. Brauche nicht meinen eigenen Schlüssel, ich nehme einfach den Generalschlüssel. Irgendjemand weint, wir müssen da mal hin. I wonder who's behind it. Tempting, but every penny adds up, Sophie. Da ist jemand auf dem Klo, glaube ich, und weint. To be tossed aside by your best friend like that? Oh, Wendy, that's a special brand of heartbreak. I wish I understood you better, Yvette. You and Wendy had such a close friendship. Why throw it all away? Da wurde sie rausgerissen. Von den 4, 3 sind noch übrig. Feine Unterwäsche Dessous. Ah, danke fürs Nachgucken. Yvette's and Susan's favorite activity, talking behind other people's backs. Well, I think your haircut looks good, Reb. Well, I think your haircut looks good, Reb. Rap for Rebecca. So now we have to provide soap to the guests. Speaking of hair, have you seen Rebecca's new haircut? I didn't think she could look even uglier. Was für blöde Kollegen. Wir können die Zigaretten wegschmeißen. Ihr könnt eure Smoke Break ohne Zigaretten machen. Ihr Krampen. From best friends to this. They've
really burnt that bridge to a crisp. And did you see the look on Sophie's face when Bernard first showed the mixer? What? Danis trägt keine Unterwäsche. Das weißt du gar nicht. It's locked. This goes beyond constructive criticism. It's just a personal crusade. Linda durchgeschrieben und durchgestrichen und Bitch geschrieben. Also wir haben ja auf jeden Fall ein Problem. The handwriting is familiar. So is the colorful language. Ein Problem bei den Mitarbeitenden. Die können sich nicht ausstehen. Lippenstift, oder? Lippenstift, würde ich sagen, ist das. Und Lockenwickler. I don't want to think of what could happen to Wendy if someone found these. Should I? Was? Do you think I don't see the way you talk to guests? I'm not sure if you're doing it for the tip or to get Employee of the Month reward, but either way, this is unacceptable. Maybe you've got Bernard fooled like every other man, but you don't change your behavior. I'll find a way to convince him to fire you. This is your only warning. Die wollen irgendwie dafür sorgen, dass sie rausfliegt. Das ist natürlich nicht schön. Kollegen. Yvette is one of the Claringston maids. She and Wendy used to be best friends, but now she's just awful to her. Susan. She's a notorious gossip. Okay, die muss immer lästern. Die ist ja wie ich. Die ist ja wie ich. Das sind Katzenbilder am Off limits. Achso, die Tür konnte nicht aufgehen, weil ich daneben stand. Carol, here's the chambermaid's guide I talked about. Come see me if you have questions concerning the job or the staff. I can tell you who you should hang out with and who you should avoid. Yvette, das kann doch jeder für sich selber entscheiden, oder? Carol, I hope you are having a great first week here. Valentine's Day is always a very busy time. It's locked. Wie sie alle Zettel in ihren Schränken haben. Liebe Schwester, wir müssen über Kevin reden. I just want to... Oder war es an der Innentür, oder? Hier. The Hidden Enemy. Oh mein Gott, es geht um Homosexualität. Und es gab ja vorhin auch diese Anspielung auf diesen lesbischen Liebesroman, ne?
Homos sind Threads. Ja, in der Zeit war das wirklich so, ne? Da haben die das ja so gelebt. Oder auch nicht. Ist die Frage, was nimmt man hier mit und was schmeißt man weg und überhaupt? Die hatte eben vorhin was gesagt. Off limits. Vielleicht sollte ich das Keep your vernichten, secrets aber locker. ich weiß es nicht mehr. It's locked. Was ist das? Adrian's Legacy. Adrian's Legacy. Ein Schiff, ein Segelboot. Noch ein Zettel. Being recognized for doing a good job. That feeling never gets old. Haven't gotten any tips so far today. Kein Trinkgeld bekommen. Off limits. Open sesame? Nope, no luck. Oh nein, ich muss eine Bohne essen. Boah, die klingt aber bald alle, ne? Also die Packung ist auch bald durch. Da weint jemand, ja, sitzt jemand auf dem Klo. Strawberry. Banana. Mmh. Oh, danke für die Leckerbohne. Oh. Mmh. Lecker, lecker, lecker. Oh. Ich könnte den Finger abschneiden. Lecker. Aber ich lasse das besser. Entschuldigung, dass ich mich so freue, aber die war wirklich lecker. What is it? Wendy? It's Sophie. Are you alright? Do I sound alright? No, I guess not. Just leave me alone. I don't want to talk. Ey, dieses Bild! Oh. Ich spiele Helge sehr gerne ab. I overheard you and Jux earlier. I was in the break room earlier and, I couldn't help but overhear your argument with Jacques. I'm sorry he let Linda get to his head. He should be trusting you, not her. Yeah, well. I know I wouldn't be your first pick, but I'm here if you need to talk. Maybe later. I just can't talk about it. I can't talk about it right now. Dieses Messer. I'm sorry I was rude. It's okay. Sophie, Yeah? thank you. Ich schätze mal, dass hier eine Person mindestens lesbisch ist und das andere wissen und sie damit so unter Druck setzen. Das erinnert mich an die Serie, die ich auf Wow TV, glaube ich, geguckt habe. Da war es ja ähnlich. Hier sind schon ein paar Zettel ab vom Book Club. Linda, you're not even trying to hide the daggers in your eyes. Ja, die guckt ganz schön angenervt. Wendy definitely deserved this, but the next one is mine. Linda offers Wendy the Employee of the Month Reward. Die guckt echt ziemlich angenervt, Arme verschränkt.
Wann RTL Plus ausgesprochen kriminell? Ja, schlimm. Polizei und Staatsschutz rufen. Du gewinnst hier nicht die Million. Ich gucke kein RTL Plus. Könnt ihr gerne schauen, aber ich möchte das nicht. To all employees. Nicht as soon. As you are probably aware, Valentine's Day is upon us and we are almost completely booked for the weekend. I know this is the time for colds, but I will not accept anyone missing. Hä, wenn du erkältet bist, gehst du nicht arbeiten. I also wish to remind you of our continued partnership with Weston's department store. Thanks to this partnership, special prizes from Weston's will once again be awarded to our best employee at the end of the month. Ooh, this is so vague. Is it the new Hoover model? A clothing iron. Oh, maybe a coffee maker. Mrs. Beaumont seemed perfectly nice to me. The divorcee from room 204 has moved to room 507. And she wants more sheets again. Please, Sophie, please take care of it. I do not want to speak to people like her, Linda. Linda mag keine homosexuellen Menschen, würde ich sagen. Die hier hat wahrscheinlich ein Problem damit. Die Frau hat sich wahrscheinlich getrennt, weil sie nicht mehr mit ihrem Mann zusammen sein wollte. If you see the freak from 505 loitering around the hotel, please tell him to stop. Bernard says he's scaring some of our guests. Krass. Ja, ein Rührgerät, Traum aller Frauen damals, auf jeden Fall, ne? Wer schaut so eine Grütze? Ich nicht. Ey, ist doch immer dieselbe Scheiße mit euch. Oh mein Gott. Das hab ich nie gesagt. Wischlappen. Ich hab Wischlappen gesagt. Die mag dich nicht? Nee, die mag mich, glaube ich, auch nicht. Bernard asked me to remind you that we have a very important guest in room 602. Please satisfy any of his needs as quickly as possible and without question. Linda. A message from Bernard for Valentine's Day. Please leave chocolates on the bed of rooms occupied by married couples only. Nur verheiratet kriegen Schokolade. Wenn nicht verheiratet ist, kriegt keine Schokolade. Was für eine Scheiße. Wir reden später mit ihr. Wir lassen sie jetzt mal in Ruhe. Ich gehe trotzdem mal in den Pausenraum. Rebecca's had her hands full lately. Oh, Laundry I hope she's Room, doing sorry. okay in there. Pausenraum war ja hier. Right, the master key only unlocks the guests' rooms. I'll have to get my keys later. At least I can get into 509 now. Okay. Wann zusammen mit Six zu Enno Salat essen gehen? Never going to happen. Ich freue mich für die beiden, dass sie sich gefunden haben und einander Yeah, Linda's not exactly attractive finden. my door locked. Eugene must be running around trying But to keep the I hotel in one will piece. not join. No fucking way. Wann Salat essen? Huh? Hey, Sophie. Oh, hey, Andrew. On break already? No, not yet. I have to deliver something to our VIP guest. Again? Yeah, the requests just keep on coming. What about you? Aren't you supposed to be in 509? I'm heading up now. I just had to grab Linda's master key before I could continue our investigation. Ah, gotcha. What a day, huh? Mein Running into Ofen an ist eccentric aus. VIP guest, Tot. discovering, Geht kein Salat well, mehr. what you discovered in 505. Pretty exciting as far as a workday at the Clarington goes. Yeah, that's definitely one way to put it. Quatschkopf, ey. That's not all, though.
Ja, irgendwie ist der Six heute nicht zum Enno gefahren, ne? Oder der Enno zum Six. Enno streamt ja gerade. I just spoke to Wendy in the bathroom. I was looking for my keys, and I heard someone crying in the bathroom. You sure it's not the old Der ist in Clarendon ghost Korea, again? ja. No, it's Wendy. She's pretty upset. What happened? I'm not completely sure, but I think it has something to do with the graffiti Warum I nicht, found on ne? Linda's door. Wer hat, der kann. It's 2 words in red lipstick. Hypocrite, bitch. Keine Ahnung, wer das bezahlt. Well, Wendy would certainly have a good motive for writing that. Als You'd ob have to be living Ronny- under a rock to miss how Linda's been treating her lately. Als ob Ronny ein armer Schlucker ist. Der wird richtig gut Kohle haben. Der ist doch berühmt, bekannt. YouTube und Co. geht doch durch die Decke bei ihm. Wenn ich Linda is being too harsh. Yeah, Linda's been pretty bad to Wendy. Berüchtigt. I'm not surprised. Berühmt, she berüchtigt. snapped. Remember her birthday? Bobby slipped her a slice of cake from the kitchen, and along came Linda to confiscate it, telling Wendy she was doing her a favor. I don't know how Wendy managed to keep her cool. If it had been me, I probably would have burst into tears. Yeah, interpersonal conflict makes for a good read, but in real life it can be a bit much to deal with. You've always been good at staying above it, though. You get along with everyone. Naja. Wer reisen kann, hat genug Kohle auf jeden Fall. Also wie gesagt, ein Ronny Berger nagt nicht am Hungertuch. Da ist so ein Herz dran. Das ist doch so eine Flirty-Sache schon wieder hier. Ich muss mal mehr auf die Icons achten. I don't think I get along with everyone, but some people are worth getting friendlier with. Like you. Oh, thanks. I'm glad not everyone around here thinks I'm a complete bore. Wait till Beth hears this. Well, it was nice to chat. Don't let me keep you, though. I have to head to maintenance anyway. Maybe Eugene can help me find the product our guest of honor is looking for. Yeah, we both got a lot on our plates today. I'll be ready and waiting for your updates on H&M. Take care. You too. Das ist asynchron, muss ich die Game-Software neu starten. Die läuft immerhin schon 2 Stunden. Vielleicht liegt es ja daran. Vielleicht liegt es ja daran. Soll ich mal neu starten? Ich mach das mal. Warte. Die Frau, ja, guck mal. Bah. Was hat denn für, was die für eine Frisur trägt? Bah. Herr Socks. So. Getting into 509 will be no problem with the master key. Let's get to the bottom of all this. 509. Ah, in die Richtung. Da müsste ja auch noch mein Wagen stehen, ja. Breaking Point. Danis flirtet nur mit Andrew, bis der erste Char mit dunkler Hautfarbe die Bühne betritt. Dann springt er auf den anderen Zug. Ja, in den 50er Jahren war das, glaube ich, noch schwierig. Also höchstens als Kofferreinträger und sowas. Mal gucken. Aber ich schätze mal, Andrew ist gay. Und wir können gar nicht mit dem I'm sure I'll find more laundry to add mit to the dem pile. rumknutschen. 509. Viel zu freundlich für einen Heteromann. Hat er nicht gesagt. Wer Koffer trägt, hat Muckis, also Randa. Ja, stimmt eigentlich auch wieder. My first step should be to tidy up a bit. Searching a clean room is easier than searching a messy one. Marcella und Hector Cruz. Aha, aha. So, erstmal Tür zu. Ist hier auch ein Safe hinterm Schrank? Na klar. Please clean this room.
Do not disturb. More work for poor Rebecca. Hang in there, Reb. Same day laundry service, room 509. Cruise, number of items 5. Tuxedo, pair of pants, 2 shirts und 1 tie. Warum lässt man denn einen Schlips waschen? Oh, hier, die haben sich Essen aufs Zimmer bringen lassen. Oh, da liegt noch Essen. Oh. Kann ich das einfach essen? I'll hold off on throwing this out just yet. The food's practically untouched. Was ist denn das? Würstchen? Eier? Tomaten? What were you apologizing for? And were you forgiven? Merkt doch keiner, wenn da ein Würstchen fehlt, oder? Kriegt doch keiner mit. Moodil. Each Moodil tablet contains 4 active ingredients. Aspirin. Oh. Wahrscheinlich gegen Kopfschmerzen irgendwas. Der ist viel zu freundlich für einen Heteroman. Ach, Hendrik! Wie stehe ich denn jetzt da? Wieso musstest du da einen Clip von machen, du Krepel? Wir können noch ein zweites Towel nehmen, weil da sind ja 2 Personen und brauchen nur 2 Handtücher. Ist ja ganz klar. Aber die scheinen nicht unreich zu sein, ne? Also wenn die hier... Looks like someone had quite the shopping spree. Wenn die hier so viele Pakete haben mit Zeug. Ah, gleich 2 hingelegt. Wunderbar. Was ist denn das? Wie die immer ihre Zettel überlegen lassen. These are lovely. I wish you'd had more confidence in yourself. You know how important family is to me. Wo schlafen die denn hier? Ach, da hinten gibt es noch ein Schlafzimmer. Oh. Der Mann muss auf der Couch schlafen. Oha! Oder die Frau schläft auf der Couch, aber eigentlich ist es immer so in einer Hetero-Beziehung, ne, dass der Mann aus dem Schlafzimmer verbannt wird. Oder sind das Vorurteile? Ich weiß es nicht. Sleeping Solo. Sind das Vorurteile, die ich hier gerade ausspreche? Na, Sie werden es wissen, Herr B. Nee, ich weiß es nicht. Das ist einfach nur behauptet. Expenses Montreal Vacation. Taxi 2,25, Hotel, Restaurant 7,75, total 10. Tramway
Chez Florent, Florenz, Restaurant, Flowers, Church Donation, Room Service. 9,35 für Room Service ausgegeben? Das ist ja ganz schön viel. $9,45. Oder soll das Hotelzimmer sein, was das gekostet hat? Montreal. Discover Historic and Gay. Montreal. Oh. Protect the Dream, All American. SW. Looks like you had a few appointments with him, Mr. Cruz. Or her. Wedding anniversary. Departure, return trip. Person looking for you back in Texas. Was he really just a co-worker? Dear son, I cannot believe you decided to renew your vows so far away from the family. Your father and I are very disappointed, and so are your sisters. Montreal, what a strange destination. I would not be surprised if this was another one of your wife's ideas. I met Lucinia in town yesterday. She has 5 children, 3 boys and 2 girls, and is pregnant with her 6th. Juan has just bought them that nice house on the corner of Prado and Ramos. Imagine if you had married her like you were supposed to. You would have your own family by now. Aber dann ist der gay. Sag mal, ist das hier ein Gay and Lesbian Hotel? Putzt die immer noch das Zimmer von vorher? Ne, wir sind schon durch 505 und jetzt sind wir am Zimmer 509, Kleinritterost. Die Mutter hat ihm geschrieben. Die Bibel auf den Boden geworfen. Die werden in der Hölle schmoren. Was ist das für ein Bild? Wow. You look like a couple out of a magazine. 14. Februar 1948. These pearls, they look absolutely gorgeous on you. Though, I bet you could make anything look good. Ah, ich dachte schon. Nee, wir sind schon mal aus dem Zimmer raus. Wir waren im 504, dann 505 und jetzt sind wir in 509. Was ist das? Ein Taschenkreuz? Ein Kreuz? In so einer, vielleicht auch ein Portemonnaie? Someone's been sleeping here. I should leave it as it is. Nicht mal die Decke schön machen? Okay.
Wie war dein Mittagsschlaf, Klein Ritterrost? Hast du ein bisschen gedöst? Mrs. Cruz got her personal information stolen. Is Mr. Morgan behind it? Fernie and Wiseman. Hallo. Schönen guten Tag. Who could blame you for seeking help? I'd do the same in your shoes. These scribbles don't look random, but I can't figure out what they mean. Hello, danke für den Raid. Einen schönen guten Tag. Grüße aus Berlin. Wir spielen gerade mal ein Spiel, was wir wahrscheinlich in einem Stream durchspielen können. This Bad We Made. Wir sind irgendwo in den 50er Jahren in Kanada und wir sind eine Zimmerdame in einem Hotel und räumen auf, snoopen durch die ganzen Sachen von den Gästen. Looks like the code is made up of 4 letters. Zufällig natürlich nur und ermitteln so ein bisschen, was hier alles so passiert ist. Was habt ihr gemacht? Hallo Fenra, hallo Wolfox, hallo Bromyrino, hallo Black Varu, grüß dich. Hallo Adavon und hallo Marcel EMP, grüßt euch. Marcel, was habe ich da gerade noch gesehen? Witcher 3 habt ihr gespielt und gestreamt. Ah ja. Ich habe Witcher 3 auch gespielt, aber nur das Standardspiel. Ich habe mir noch nicht die DLCs angeguckt. Aber ist schon ein cooles Spiel. Dieses Witcher. Nix Wolfox, alles gut. Er winkt blässlich von der Couch. Vipera, was ist denn los? Hast du dich erkältet? Ich winke zurück von vor meinem Computer. Gute Besserung. Was ist das hier? Sind wir so Rollen? Ja, wie gesagt, wie ihr seht, bin ich sehr gründlich beim Zimmer reinigen. Ich gucke auch in jedes Schubfach, in jeden Schrank und lese auch kaum persönliche Dinge oder so. Ich bin eine Petze. Ja, ich auch. Und ich läster viel, aber das ist halt so. Was willst du machen? Hier liegt noch ein BH auf dem Boden. Looks like someone tore that note apart, but I'm missing some pieces. I can't make out what's written. This looks right up Andrew's alley. I wonder if he's read this one. Er hat dich beklaut, was? Wie weit seid ihr denn bei Witcher? Schon einmal durch? Ist das erste Playthrough oder? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Das Witcher 3 Spiel ist ja schon ein paar Jährchen älter. Die DLCs finde ich richtig gut. Ja, das hatte Jermaine auch gesagt. Er meinte, ich muss die eigentlich auch noch spielen. Genau wie das Main Game. Und die sind ja, glaube ich, recht umfangreich auch, ne? Gute Besserung, Vipera. Futterstau. Ach, du hast Kuchen gegessen und den hast du nicht vertragen. Eine Zuckerbombe. Das klingt doch sehr realistisch, was du machst. Worum geht es in dem Spiel? Also, es ist, glaube ich, ein Spiel von einem etwas kleinerem Studio. Wir sind irgendwie in Montreal gelandet, in einem Hotel. Wir sind ein Zimmermädchen, wir putzen die Zimmer, räumen die auf und währenddessen finden wir immer so persönliche Dinge, wo wir drin rumschnüffeln. Und es gibt einen Gast, der anscheinend von uns Fotos gemacht hat. Und wir wollen jetzt herausfinden, wer das ist, warum er das macht. Und ein paar andere Gäste im Hotel sind aber auch involviert. Es gibt irgendwie Beef unter den Kolleginnen, dass die untereinander sich ein bisschen
Steine in den Weg legen. Es gibt ein Thema Homosexualität in den 50er, 60er Jahren, was damals ein Riesenproblem war. Problem in der Form, dass die Gesellschaft das nicht akzeptiert hat. Und ja, ich glaube, das spielt hier so ein bisschen mit rein. Und wir haben jetzt hier ein Ehepaar, wo der Mann auf der Couch schläft und die Frau im Schlafzimmer. Und wir wissen aber nicht genau, was da los ist. Ja, ist so ein kleines Detektivspiel, glaube ich. Also ein schönes Story-Game für zwischendurch. Geht aber auch nicht wirklich lang. Also, ich glaube, 4-5 Stunden haben sie auf How Long to Beat geschrieben. Genau. Zu viel Futter war auf einer Erntedankfeier. Ah, na dann verdaue entspannt. Und ab und zu mal Forts rausmachen, drücken und so. Zweiter Run, dieses Mal mit allen Quests, die es gibt. Oh, da bist du aber eine Weile beschäftigt, oder? Und anderen Entscheidungen. Okay. Cool. Pfefferminz hilft. Geht schon besser. Überschuss ist raus. Okay. Ja. Und es gibt es leider nur in Englisch und Französisch. Es gibt leider keine deutschen Texte, da müssen wir uns mal ein bisschen durchwursteln. Ich spiele ja die Spiele eh immer nur in Englisch, von daher stört mich das jetzt nicht großartig, aber den Text, also es ist sehr textlastig, du findest halt hier immer so Dinge, die du dir angucken kannst und lesen. Und da wäre natürlich eine deutsche Übersetzung schön gewesen, gibt es aber nicht. Hat irgendwie 1600 Bewertung bei Steam und ist bei 5 Sternen, glaube ich, im Schnitt, also very positive. Ja. Mal gucken. Von November 23 ist jetzt ein Jahr altes Spiel. She thought she was tracking a killer, but the killer was tracking her instead. Pocketbook Nummer 387. Da liegt doch noch so ein Zettel, oder? Pills provide birth control. Hier sind doch... These symbols, they look oddly familiar. These scribbles don't look random, but I can't figure out what they mean. Noch nicht. Vielleicht kriegen wir das irgendwann hin. Hab ich das schon aufgemacht? Oha, was da? How to make solutions. Was für ein Öl? Dafür haben wir da eine Werbung gesehen, oder? Für die feminine Hygiene. WTF. Sieht auch ein bisschen aus, ne? Wie ein weiblicher Körper. Zu. Machen wir mal das Bett. Einfach nur gerade ziehen. Die bleiben länger als eine Nacht, da ist das okay. Können die in ihren zugefurzten Decken und Kissen schlafen. Aber es fehlt noch ein Kissen. Ach gut, das eine Kissen ist im Wohnzimmer. Nichts drin. So nach guten 8 Stunden Stream werde ich mal eine PC-Pause machen. Du hast ja um 8:30 Uhr angefangen. So früh auf den Sonntag. Wahnsinn. Wünsche euch noch einen schönen Abend und viel Spaß. Dankeschön. Danke nochmal für deinen Raid. Ich hoffe, euch geht's gut soweit. Und ja, dann noch einen schönen Sonntag. Möglichst entspannt. Jedes Wochenende? Krass. Das ist heftig. Naja gut, ich streame auch um 12 Uhr mittags. Aber klar, man kann natürlich auch Vormittag anfangen, wenn die Zeit da ist. Warum denn eigentlich nicht? Na, immer so 8:30. Okay, okay. Bis nächste Woche. Und dann, bis nächste Woche immer nur am Wochenende dann wahrscheinlich. Ah ja.
Samstag, Sonntag. Und unter der Woche keine Streams, da hast du dann wahrscheinlich mit Arbeit und Kram zu tun. Mhm. Velvet! Hector Cruz. Helft mir aus der Abo-Falle lachendes Gesicht und Träne Vollmond mit Gesicht. Velvet, das wird nichts. Du hast mal für 6 Monate im Voraus gebucht. Frühestens. 4. Frühestens im März bist du da raus. Danke für deinen Resub im 2. Monat. Schönen guten Nachmittag dir. Rattiger Mäuserich. Aber ich gönne mir ein Nickerchen. Mache das. Mach das. Ja, aber bei Ihnen weiß ich ja, was ich bekomme. Ich habe schon mal geguckt. Diesen Monat habe ich 27 Streams auf dem Zettel. Eigentlich ziemlich bekloppt. Aber, und ich mache nächste Woche so ein bisschen Pause, ne? Ich habe nächste Woche nur Dienstag und Donnerstag Stream und das Wochenende bin ich auf Rügen bei der Familie. Ja. So viel dazu. Waren eine Menge Doppelstream-Wochenenden dabei, glubsch. Okay, der ist Versicherungsvertreter, der Hector. I'll hold off on throwing this out just yet. No combination, no entry. Maybe I'll find more of those torn paper pieces if I keep cleaning the room. Aber ich bin doch schon fertig mit dem Raum. Rosary, a small leather bag with a rosary hanging out of it. Ist das ein Rosenkranz oder was? Hector Cruz. Marcella Cruz. Wir suchen nach einem 4-Zahlen-Code. Nee, nix mit Pause. Na, nächste Woche bin ich Montag, also morgen, bin ich ja bei Calls Erdbeerhof. Ne? Das sind ein paar Zettel. Bei Calls Erdbeerhof bin ich morgen. Und am Dienstag kann ich streamen, am Mittwoch kann ich nicht, weil ich weiß gar nicht, was Mittwoch war. Hello? Hello? Ich bin vorhin nicht rangegangen, als es geklingelt hat. Is that you? Am Donnerstag kann ich wieder, am Freitag bis Sonntag bin ich... Irgendjemand atmet schwer ins Telefon. Am Wochenende bin ich auf Rügen und dann ist ja schon wieder nächste Woche. Ich kann Call Reception hang up. Ja. So sieht's aus. Kann ja auch nicht jeden Tag streamen, das geht nicht. Oh, jetzt haben wir alle Zettel zusammen. Jetzt müssen wir puzzeln wahrscheinlich.
Sie lieben uns gar nicht mehr. Na klar, habe ich euch lieb. Natürlich. Das streamt man mal einen Tag nicht und direkt. Sie lieben uns gar nicht mehr. Ich werde mich auch verabschieden. Wolfox, danke fürs Hiersein und einen schönen Sonntagnachmittag noch. Danke nochmal fürs hier schreiben und mit rüber raiden und kommt morgen gut in die neue Woche. Morgen ist schon wieder Montag. Verdammte Hacke. Bald der nächsten Dobi und dann kommt nur noch, ich streame bald wieder und lässt nichts von sich hören, als ob ich das tun würde. Ich würde nur nicht streamen, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich krank bin oder so, aber ansonsten bin ich doch eigentlich jede Woche mehrfach da. Das würde ich euch und vor allen Dingen mir nicht antun. Hm. Niemals würde ich das machen. Montag, ja. Unser neuer, nach unserer gemeinsamen Nacht haben sie mich einfach geghostet wahrscheinlich, oder? Soll das gehostet? Die Funktion gibt es ja auf Twitch nicht mehr. Ich ghoste gar niemanden. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich bin viel zu alt, um solche Ausdrücke zu kennen. Jetzt macht das doch mal hier zusammen. Ja. Ja. Und so. Uiuiui. It's some kind of code. Could I break it? So ein Quatschkopf, Velvet. Snoop around to find the missing. Irgendwas mit einer 4 brauchen wir, ne? That's one of the symbols. Oh, these symbols match some of the ones on the torn message. Haben wir jetzt alle gefunden? Die komischen D haben wir auch schon mal gesehen. Ja, irgendwo... Das sieht halt aus wie eine Note, ne? Also wie bei so einer Tonleiter. Dieser Kreis und dann oben dieser... I should keep an eye out for those symbols. Yes, these are part of the same set. I think I can use this. More of these symbols. Just what I was looking for. D-Dur. Keine Ahnung, könnte sein. Muss in den Hinweisen sein. Das war bei dem Spanner im Zimmer.
Also, ich It brauch... looks like the code is made up of 4 letters. Spanner. Six, du dreckiges Schwein. Schäme dich. Schäme dich. 1 und 5. 5. Falsch. So. Essen. Du brauchst gar nicht zu flennen. Du dreckiges Schwein. Du bist... SW. Looks like you had a few appointments with him, Mr. Cruz. Or her. Direkt im Regen. Oh nein. Hallo Matze, grüß dich. Schönen guten Tag dir. Oh. I'll hold off on throwing this out just yet. The food's practically untouched. Kommen wir nochmal in das Zimmer von dem Fotografen zurück? Ich habe jetzt den Generalschlüssel. Müsste eigentlich damit gehen, oder? Gucken wir mal. Der hatte ja auch irgendwo so Codefetzen. Igitt. Na, Code, nicht Code. Code. Ah. Yes, these are part of the same set. I think I can use this. Yes, these are part of the same set. I think I can use this. Yes, these are part of the same set. A2. I think I can use this. L. Yes, these are part of the same set. I think I can use this. More of these symbols. Just what I was looking for. Hier ist 30. Gucken, wie viel wir jetzt von dem Code-Alphabet schon haben. Die 4 fehlt noch.
Die 4 ist ein I. I will. Ich sag's euch. Ja, ist ein L. Leave you wahrscheinlich. Das ist ein S. Oh nein. Oh nein, der Krepel hat mir wieder eine Bohne reingedrückt. Leide sie, Assi. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Das könnte... Ist das Kotze oder... Nee, das ist toter Fisch, oder? Toter Fisch. Danke. Du Schwein. Du mieses Schwein! Ich gehe mal vom Zettel runter, guck mal ein bisschen mehr hier. Soon ist das hier das letzte Wort, glaube ich. G ist N. P ist ein Plus? Hä? Hm. Oh, ey, der Fisch ist echt eklig, ne? Das ist so widerlich. Pearls. They look absolutely gorgeous on you. Though, I bet you could make anything look good. Wo kriegen wir denn noch mehr Buchstaben her? I've definitely seen those symbols on some of the things in this room. Maybe I should take another look around. I think I have all the supplies I need.
Oh, hier will man nicht gestört werden. Nochmal zu dem anderen Typen hier ins Zimmer rein. Hä? Die geht nach außen auf, ich stehe im Weg. Eine Glühbirne, die hat er rausgeschraubt, um seine rote Glühbirne da reinzuknallen. Ah. Ja gut, da habe ich mal ein Deo von einem Gast benutzt. Die sollen sich jetzt mal nicht so haben. Dafür wurde noch niemand gekündigt. Oder? Die waren bestimmt verliebt, die beiden. Who knew Bernard could be nice? Yeah, no surprise Bernard denied the request. Mrs. Beaumont's been here so long, we could probably just put her name on the door at this point. Braucht mehr Buchstaben. Lindsay, did something happen between the two of you before she died? I should keep an eye out for those symbols. Hmm. That was taken in the lobby. That was taken in the lobby. This looks like Beaver Lake. Hmm. Fünf. Hmm. I've definitely seen those symbols on some of the things in this room. Maybe I should take another look around. Ja.
I will. Wir können ja mal einfach so weitermachen. Wir können ja schon mal hier mutmaßen, dass das ein W ist. Will. Aber das kann ja dann kein N sein, da das G. Aber anscheinend doch. Fünf Stunden später. Ja, was willst du machen? Is this a room? Tanis muss jetzt leider los. Brettspiele sind heute wieder auf dem Plan. Sehr schön. Das ist doch bestens. Und ganz viel Spaß beim Brettspielen und danke fürs Hiersein. Schönen Sonntag noch und bis die Tage. Ich dachte, der Stream hängt. Nee, ich habe nur eine Weile nichts gesagt. Silent Hill hat auch solche Rätsel. No way. Echt? Möchte ich das? Nee, ich glaube nicht. Sie müssen. Sie müssen. I will lean. Ist das vielleicht falsch? G ist V. Leave müsste das dann sein, ne? Notes. I will leave notes in the vent next. I will leave notes in the vent next to your room. Clarendon Hotel reception desk. Thank you for Andrew the tip. speaking. Hey, Andrew, it's me. Sophie, did you uncover anything in 509? I did. I found a message written in strange symbols. A kind of secret code. What? Awesome. Did you crack it? It says, I will leave notes in the vent next to your room. In the vent? What an odd thing to do. Yeah. And whoever the message was intended for went through a lot of trouble to hide it. It was torn in 12 pieces and scattered in 3 different trash cans. So the cruises are keeping secrets from each other. Do you think maybe one of them's having an affair? Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht. Yes, it can be an affair. No, I think it's blackmail. Well, that's possible. It's quite obvious they're having marital problems. What makes you say that? I found an apology note.
neatly folded next to a room service tray. I think Mr. Cruz wrote it. Ah, so he got into an argument with the missus. I bet it's because he never cleans up after himself. Most arguments my parents have revolve around my father being unable to put his dirty socks anywhere near the laundry basket. Turns my mother red with rage. Red Did with you rage. find anything else? Couch bed. I'm pretty sure the husband was sentenced to sleeping in the living room. Hmm. I found a pillow and some sheets on the couch. It's pretty obvious Mr. Cruz is having an affair, right? Mrs. Cruz must Right. have found out. Hence the apology message and the night on the couch. What do you think? Mrs. Cruz could be having the affair. Mrs. Cruz could be the one having the affair. But why would her husband be the one apologizing then? I'm not sure, but those secret symbols on the message that I found, I also found them scribbled on some papers belonging to Mrs. Cruz. Ah, so the message must have been intended for her. Exactly. But we'll probably know for sure once I check out the vent that's mentioned in the note. Good idea. It's almost break time for me. If you need my help again, you can ask Beth to patch you through to the break room. All right. Enjoy your break. Thanks, Sophie. Wir müssen die Lüftungsschächte durchgucken. I will leave notes in the vent next to your room. But which vent? Ich mache mir gleich mal neuen Tee. Ich habe hier ein paar Vents schon gesehen. Habe ich, oder? Bernard Kissing? Die Untertitel sind manchmal sehr verräterisch. Now's probably not a good time to disturb Bernard. Kissing. I'm waiting for this? Mit wem macht denn der da rum? Was ist denn Looks das? like plaster for the renovations. Better not play with it. Bernard knutscht mit jemandem im 508? Das erzähle ich der Belegschaft. So, wo bist du, Vent? Vent, where are you? Vent, I saw you. Muss irgendwo so eine Lüftung sein. There is no vent. Where went the vent? Im Badezimmer vielleicht? No. Ach, in die 504 kann ich immer noch rein. Ist ja nicht komplett sauber gemacht hier, ne? Mal Klo noch putzen schnell. So, das haben wir nämlich vorhin vergessen mit dem Klo. Es tut mir leid. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. So, Vent. Klimaanlage. Na, es müssen ja irgendwie so Lüftungsschächte sowas sein. Lüftungsschächte. Da ist ein Vent. Oh. There's another message. Unscrew. Habe ich einen Schraubendreher? Can't open these without a screwdriver. Okay. Give me a screwdriver. Shoot, no screwdriver. Shoot! What's life without a little challenge? Sag doch einfach Shit. Oh, ein Bild. Na? Huh, this must be Eugene with his daughter. He looks like a caring father. Hammer an Kopf, wann? What? Ich
gehe mal kurz in die Küche und hole mir mal, also nehme die leere Kanne mit, mache dort den grünen Tee rein, Wasser drauf und dann komme ich damit zurück. Ich gehe nicht auf Klo, ja? Ich hole mir nur Tee. Nicht, dass hier jemand Klo auslöst oder sonst noch irgendwas. Bis gleich. Ich gehe doch auf Klo. Ah, da ist ja auch schon einfach Klo ausgelöst worden. Wer war's? Der Krepel. Bis gleich. Die Teetante wieder. Ja, ich brauche ja Nachschub. Klo, Handy, Haare. Unerhört. Ich hatte nicht mal Platz in den Händen für ein Handy. Ich musste ja Teekanne tragen und so. Wo ist jetzt der Schraubendreher? Zieher. Sounds like Eugene asked Bernard to stop opposing the construction of the new psychiatric hospital. And Bernard was Bernard. Oh, Eugene. I had no idea. A friend of mine has heard from her hairdresser, who's heard from the sister-in-law who works as a secretary to the mayor, that the city plans on building a new mental hospital right next to the Clarendon. Imagine Denise could get the care she needs while staying close to home. Aww. Oh, another one. Wendy and Chuck have really gotten around. Eugene's a pro at fixing the fuse box whenever there's a power outage. Wait, Sophie, you don't need these. Be careful. It's a slippery slope towards becoming a hoarder. Was denn für ein Horder?
Highest priority, huh? That means Eugene's probably working in Bernard's office right now. Ja, und Bernard sitzt in einem Zimmer und knutscht mit irgendjemand rum. Wir haben ihn durch die Untertitel enttarnt. Shoot, no screwdriver. What's life without a little challenge? Eugene's a pro at fixing the fuse box whenever there's a power outage. Wer the fuck is a screwdriver? Hello? I need to find a screwdriver. Ach stimmt, ich habe ja den General-Schlüssel, ne? Eugene must be down in Bernard's office. I should go ask him for a screwdriver. Bis ich aber seine Tür aufgemacht habe. Eugene! Wer the fuck ist a Screwdriver? Eugene! Oh. Der Boss. Fertig mit Knutschen. Glaube ich. It's, Miss Belivet, isn't it? What? What? Oh, Roy. Oh, right. Right. Steht ja auch dann nur drauf. You're the one who took last week off, aren't you? You had to, take care of your sister, I think? Mother. My mother. She's very sick. No, I hope this doesn't become a recurring thing. I need to know I can Silence! I understand, sir. Du What are you Dreckschwein. doing here anyway? Are you on break? Yes, I am. Yes, I am. Don't take too long. No, I won't. What's going on? Oh, Andrew. Oh, sorry. Seems I've made a habit of sneaking up on you today. Spying on Bernard again? No, I'm looking for a screwdriver. For the vent. Linda asked Eugene to fix Bernard's window. Ah, gotcha. Eugene? Eugene? What? Maybe you should go have a look. You know what? I'll stand guard by the elevator and, holler if Bernard approaches. Okay, thanks. I'll be quick. Kinda wish I worked here when Raymond was in charge. Sounds like the hotel was very different back then. Well, just look at these distinguished gentlemen. And a young Bernard. Ich kann nicht anders, ich muss es aufräumen.
closing something that could help so many people just because it's close to your hotel? This is ridiculous. So, I take it the open window was not an accident. Can't say I blame you, Eugene. Enjoy the cold, you cold-hearted brag. Nein! Wie kann das denn sein, dass schon wieder eine halbe Stunde rum ist? Mann! Sieht doch schon wieder wie scheiß toter Fisch aus. Ugh. Bitte lass es Strawberry Banana sein. Bitte, bitte, bitte. Bohnengott. Die Zeit fliegt ja. With this blizzard, Bernard's office will be a skating rink by the end of the day. Best to avoid that. Ekelhaft. This does not look like a nice brotherly check-in. I had no idea things were this bad between Bernard and Raymond. Oh, Bernard. So close to doing something altruistic, but here you are holding it over your brother. Umso länger ich spiele, umso mehr Bohnen muss ich fressen. Verdammte Scheiße, ey. What Bernard considers sinful debaucheries could Kotzen fill an wann? encyclopedia. Niemals. Could be anything from wild parties to guests walking around with their ankles exposed. Niemals. Aha! Let's get you to that vent. Jetzt ist die Frage, ob ich den Zettel da liegen lasse oder ob ich den wegschmeiße. Ich meine, der würde ja sich wundern, warum da steht Enjoy the cold, wenn da keine Kälte ist. Oder machen wir das Fenster einfach wieder auf. On second thought, maybe some fresh air is exactly what Bernard needs right now. Ja, glaube ich auch. Aha. Aha. Ew. Is this Linda's? Aha, der Chef hat ein BH im Schubfach. Mein Männer-BH? Niemals. Never. Au, das Schubfach hat mich angegriffen. So, ich habe ja jetzt hier Screwdriver. Dann gehen wir mal, oder? Do you remember that loose tile from last week? Yes? Well, I'm afraid it hasn't been properly repaired. What do you mean? I mean that, it's still broken, sir. Someone put a rug on top of it, but you can still hear it crack. I'm just checking to make sure guests don't trip over it. Is that part of your job description? No. No, it isn't, sir. Well, then I suggest you stop worrying about Miss Belivet. What were you doing in my office? I was simply closing the door. Someone left it ajar. Really? But that doesn't explain what you're doing on this floor. You know very well the cleaning staff isn't supposed to wander around the lobby for no reason. You wouldn't be lying to me, would you, Miss Belivet? No, I swear, It's my fault, sir.
Ich I würde spilled my niemals coffee, lügen. and so I asked Sophie to come clean it up. Your coffee? Mr. Rossi, you're not supposed to have beverages at the front desk. Oh, right. I'm sorry. Come with me. Schmeiß den bitte nicht raus. Bitte nicht feuern wegen Coffee. Sorry. Sorry. Time to see what secrets that vent is holding. I should move on with the investigation. Can't have Andrew's sacrifice be in vain. Bobby made it very clear he doesn't like anyone walking into his kitchen uninvited. Oh? Oh. Oh, no, you're right. That shouldn't be there. I'll have someone... Interessiert No, sie we null. don't offer that service, unfortunately. Yes, it would be nice if we did, but we don't. The Queen Summit? No, I've never been there. Allerdings, gehen dir eigentlich die Augen bei dem Spiel so ein bisschen über? Was für krasse Graphics und so? Bist du ein bisschen neidisch, dass du das Spiel nicht hast? Und willst du dir das vielleicht demnächst holen? Und selber spielen? Du kannst es ruhig sagen. Meine Augen bluten. Dieser Sessel, hat der mehr oder weniger, was war das? Als die Chips-Tüte in Cyberpunk? Oder war es doch eher diese Matrix-Demo da? Die Glocke hier. Polygone? Nee, was war's denn? Yes, we will definitely take that into consideration. Oh, they do. That's fascinating. Die Chips-Tüte hat mehr Polygone als das ganze Spiel. Genau, so war's. Oh mein Gott, ey. Raymond is Bernard's brother. Wunderschöne Fahrstuhlmusik. Bing. All right, let's open the vent. I have a screwdriver and I will use it. Oh, I guess I'm free to disturb room 508 now. But that's where Bernard and Linda were. Ew. Ew. Noch ein Chiffrecode. Chiffrecode oder so nennt man das doch, oder?
M. Oh, Entschuldigung. Ein E. War ich schon beim E vorbei, ne? Meet. Meet me. Meet me tonight. In my room. Need to discuss our also die Orientierung, wo der Buchstabe gerade hängt, ist echt schwer für mich. Discuss das ist bestimmt Michael, oder? Ja. Will be sleeping. We need to discuss our plan. Meet me tonight in my room. Michael will be sleeping. We need to discuss our plan. Clarington Hotel reception desk. Andrew speaking. It's me. Hey, you got anything good for me? Found another secret message. I found another message written in secret code. And? It says, meet me tonight in my room. Michael will be sleeping. We need to discuss our plan. Who's Michael? A guest's husband? I don't know. It's the first time I'm hearing of a Michael in this story. Yeah, the cast keeps getting bigger. I'll just check the logbook. There's a Michael staying in room 507. Mrs. Beaumont's room? But she doesn't have a husband. She's here alone with... Oh! Michael must be her son. I got him some extra blankets the other day so he could build a fort. That's really nice of you. So, Mrs. Beaumont is linked to the cruises, huh? I have a feeling we may be approaching the climax of this story. I guess I should go have a look at 507.
but it's not on my list. There's a do not disturb sign on the door. How about I call up there? You know, to make sure no one's home. Good idea. Just a sec. Richtig kriminell sind die, oder? Well, it looks like the room is ready for your snooping, my lady. For your snooping. I'll call you back. Okay, okay. We still have a screwdriver. And we still have a master key. No combination, no entry. Hier können wir auch rein in die 508, oder? Hier haben die doch vorhin rumgeknutscht, die zwei. Heimlich. Aha. Die Bibel auf den Safe gelegt. Aha, aha. Mhm. Mhm. Die ganzen Say No to Divorce Paper mache ich jetzt kaputt. Habe ich einfach so entschieden. Ich weiß nicht warum, aber ich mach's einfach. Wird schon nicht schlimm werden, oder? Ist ein bisschen auch Sport, was sie hier macht. So ein bisschen Squats. Nicht drin. Aha. Looks like I'm headed to room 507. Nee. Ein Beaumont. Michael Beaumont. Beaumont. Das ist französisch. 509. Die haben das Bett zerwühlt, die Schweine. Ich muss das wieder ordentlich machen für die Gäste. Oha. Champagner und trotzdem aus Kaffeetassen getrunken? Wo sind denn die Gläser? Unglaublich. Champagner aus Tassen trinken ist ganz schön, wie soll ich sagen, nicht gut. Nee, ich will die Tassen dahin tun. Auch kein Handtuch. I'm sure I'll find more laundry to add to the pile. Scheiße. Unwillig 508? Nee, 507, hat sie gesagt, ne? I hope I find something interesting in room 507. It's worth taking a look at least. Wir gehen erstmal in die 506. Ach du Scheiße. Oh boy, someone's been living it up. Oh mein Gott, wer hat denn hier gewohnt? Total unordentlich. Die Pullen im Klo. Oh. Ich war jetzt 3 Stunden weg. Habe ich was Spannendes verpasst? Nö. Wie geht's?
Alle Dude? Sorry for the mess. Oh, schön noch hier mit Knutschmund. Wir haben ein paar Zimmer gereinigt und ein paar chiffrierte Nachrichten dechiffriert. Aber ansonsten hast du nichts verpasst. Another fan of the Gossiper. I never did finish that article from this morning. That feels like so long ago now. Naja, soweit ganz okay. Hab gerade wieder die Mädels zur Mutter gebracht. Wieder alleine. Och Mensch. Waren die übers Wochenende da? Scheint so, ne? Also ich glaube gestern oder vorgestern, wo du mit Enno gezockt hast, hatten uns mindestens eine Tochter gehört. Hab sie alle 2 Wochenenden von Donnerstag bis Sonntag. Ach, schön. Aber wenn sie dann wieder weg sind, ist ein bisschen doof, ne? Das fühlt sich dann zumindest ein paar Tage blöde an. Aber ist doch okay, dass ihr euch da so, wie soll ich sagen, einigen könnt und damit hoffentlich alle ganz gut klarkommen. Ne? Was ist das denn? Das ist ein 4-Bettzimmer. Was? Ach, die sind wahrscheinlich auf der Valentinsfeierparty hier gewesen. So. Pilose. Green. Green. Was ist denn das? Not exactly a cherished gift. If you just left it behind like this. This Valentine's Day, I'm on the hunt. Oh mein Gott. Oh. Hatte 5-stellige Anwaltskosten, dass es so ist, wie es ist. Oha. Ach du Scheiße. Das ist nichts für den Chat. Nee, das stimmt. Das geht, glaube ich, zu weit. Aber, oh mein Gott. Das tut mir leid. Sorry, dann lass uns da nicht weiter drüber reden. Sorry, dass ich da hier irgendwie so ein Thema durch meine Neugierigkeit aufgemacht habe. Das Leben könnte so einfach sein. Ein Kissen fehlt noch. One more pillow, then you're good. Zack. Zack. Clean. 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 Warum steht eigentlich der Fernseher im Kamin halb? Kannst du ja nicht wissen, alles gut. Okay. Okay, okay. Eigentlich müsste man es aufräumen, aber das ist so süß. Crawl. Hier ist auch ein Safe. Aber ich habe keinen Code für den Safe. Okay, Tür zu. Wir müssen weiter. So. 507 ist der hier, ne? Bald Lake House einschießen. Ja, ich werde Lake House am 31. spielen und am 1.11. Also nächsten Donnerstag, Freitag. Nicht der jetzt kommt, sondern der danach, weil nächstes Wochenende bin ich erstmal auf Rügen. Do not disturb. Und ja. Schon wieder Rügenweih. Na, damit die Mama ihren Sohnemann ab und zu mal sieht. Und ich spreche heute noch mit der Mutti. Es klingt so, als ob sie im November auch noch mal nach Berlin kommen wird. Das ist zumindest der Plan, glaube ich. War dieses Jahr, glaube ich, wieder 7, 8 Mal auf Rügen. Und wenn die Mama dann sagt,
Wie? Nur 7, 8 Mal? Dann kannst du doch auch 10 Mal kommen oder 12 Mal. Sie will mich am liebsten immer da behalten. Ich weiß auch nicht warum. Ein Spielzeitschiff. Oh, mit Augen. Aber so ist das, glaube ich, mit Müttern. Nagelklipper auf dem Badewannenrand. Uah. Mit 50 nach Rügen ziehen. Na, bringt ja nichts, wenn die Mutti dann hier ist. Die ziehen doch nach Berlin nächstes Jahr. Dann bin ich auf Rügen und die Mutti ist weg. Das wäre doch doof. Oh, ein Ring. 2 Ringe. Oder, nee, ist ein Doppelring, oder? Looks like someone grew tired of looking at your face, Mr. Beaumont. Oha, einfach das Gesicht ausgebrannt. Weihnachtsbild und dann der Dobermann darf draufbleiben, aber der Ehemann, der wurde weggebrannt. Ist ja auch nicht so schön, ne? Spiegel sauber machen. Aber nach Bayern ziehen. Ich ziehe da nicht nach Bayern. Was soll ich denn in Bayern? Da verstehe ich doch gar niemanden. Ich spreche diese Sprache nicht. Was ist das? Lippenstift. Und hier? He's all but outright threatening you. Oh, I hope you can stay as far away from him as possible. I just met your damn lawyer. Ach, das ist in Französisch und haben sie Englisch übersetzt. Dankeschön. Dann Sachsen. Nee, ach, nach Sachsen. Was soll ich denn? Oh, Lippenstift an der Tasse? Aha. Was soll ich denn in Sachsen? Könnte zu Arnie im Buff ziehen. Aber wenn die dann mal wegziehen, dann bin ich wieder alleine. Cherry Brandy. Nee, ich bleib, wo ich bin. Mr. Cruz, huh? Numbers, dates, times. What does it all mean? 1824. 1824. Ist das ein sogenannter Milchglasspiegel? Ja. Weil sie sich nicht gesehen hat da drin, ne? Naja. Red Lion Zigaretten. Ich dachte Lion, ach Seelöwe, ja okay. Ich wollte es gerade sagen, Lion ist doch Löwe, wieso ist denn da eine Robbe drauf? Aber ja gut, manchmal bin ich auch ein bisschen blöde. Ah, hier ist diese Spielburg von dem Kind. Haben wir extra Sheets mitgebracht. Hear them pop. Sugar frosted pops. Free Jojo inside. Das Jojo haben wir sogar gefunden. Das liegt im Flur. Auf so einer Bank. Oh. You almost look like Marcella. Die Nonnen sehen echt nicht freundlich aus. Soll man so sagen. Ein leerer Bilderrahmen. Ein Spielzeugauto. Keep battery out when not in use. Ein Stift. Wieso ist der beidseitig angespitzt? Da würde ich ja verrückt werden.
Die spitzt man nicht an beiden Seiten an. Das ist verboten. 10 Rainbow Colors. Rainbow Colors 10. 10 Stifte. Das macht doch das Geräusch. The fastest way on rail through the Midwest. So you were eager to set up a meeting, but didn't want anyone noticing. Did Marcella send this? Oh, Michael. Oh Adults nein! can be so confusing. I promise. Ich muss it's das not gleich real. ausschalten. Ich kann nicht mehr. Das ist doch schon die 7. oder 8. scheiß Bohne, die ich heute fresse. Oh. Bitte lass es. Es ist so hell. Es könnte wieder Dirty Dishwater sein oder Birthday Cake. Aber nee, das hat gelbe Spots. Scheiße. Scheiße. Das ist entweder Rotten Egg oder Buttered Popcorn. Oh. Oh. I'm sorry, but Mom asked not to tell me the name of your hotel. Da ist nur Scheiße drin. Also das ist ja wirklich so 90% der Bohnen, die ich jetzt aus dieser Packung gefressen habe, die sind ja richtig eklig. Michaels withdrawal from school. Die hat den aus der Schule genommen. Macht die Homeschooling? Michael. Klingt fast so, ne? Sounds like this is from your school days, but the name of the sender is smudged. It's smudged. The sender is smudged. Aha! Keys are Snoop's best friend. Keine Ahnung, wofür ich den Schlüssel brauche, aber ich nehme erstmal mit. Mach zu. Die sind Spiele. Funny how some games really stand the test of time. I used to play this with Mom all the time. So a husband can abuse his wife and just get away with it? And people like Linda still think divorce is wrong? Ugh. I'll need another key to unlock this. Seit wann gibt's Seen denn... one just like this somewhere? Seit wann gibt's denn was mit 2 Schlössern? Greta. How dare you, oder? Ah ne, Greta war in diesem Fall ein Hund. Entschuldigung. Those few coins in my tip jar were getting pretty lonely. Aw, that's so sweet. I didn't do much, but I'm glad it meant something to you. That look in your eyes. What does it mean? And who is this from? Either a guest got a hold of our stationery, or this came from someone on the staff.
bin gar nicht neugierig, aber den zweiten Schlüssel stecke ich auch noch ein. Ich hab doch 2 Schlüssel. Ach nee, die hat ein paar Coins eingesteckt, ne? Jetzt habe ich geklaut. Ich habe jetzt Coins geklaut. Für meinen, wie soll ich sagen? Für meinen Tippjaw. Der ist ja sonst leer. Wo ist denn der zweite Schlüssel? That key looks so familiar. Why do I associate it with room 505? Oha. We have to go to the 505 room. I see. I will do this in a moment. Mr. Beaumont. Beaumont. Five oh five. Where are you? I don't think I'll need this again. Was? Das habe ich nicht gesagt. Nein, nein, nein. Nein, 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 sowas will ich nicht sagen. Ich schäme mich ein bisschen dafür. Der Schlüssel sieht aus wie ihre Kette. Ah, there you are. With Marcella. God knows where she is. Clarington Hotel Reception Desk, Andrew speaking.
Hey, Andrew. Sophie, crazy timing. I've got something for you. Oh, what is it? I heard a certain Mr. Cruz and a Mr. Morgan had an argument yesterday evening. Really? Who told you that? Jacques did. Apparently, it got so heated he had to get involved. And it sounds like we were on the right track, because he heard a particular word thrown around quite a lot. Can you guess what it is? Affair? Affair? Exactly. How bad was the fight? I think Jacques got in the middle of it before it got too intense. But he said Mr. Cruz looked like he was about to kill Mr. Morgan. Wow. So Mrs. Cruz must be having an affair with him, right? And her husband found out? Maybe, but that doesn't explain Mrs. Beaumont's involvement with Mrs. Cruz. What do you mean? I found a chest in room 507. I think it can only be opened by turning 2 keys at once. I found one of them in Mrs. Beaumont's things. What about the second one? Well, I remembered seeing a similar key in one of Mr. Morgan's stocking pictures, so I went back to check. Mrs. Cruz wears it as a pendant. It looks identical to Mrs. Beaumont's key. Let me get this straight. Mrs. Beaumont and Mrs. Cruz own identical keys that open a chest with 2 locks? Okay, there's definitely something going on between them. Yeah, but the answers probably lie in that chest, and I don't think I'll be able to open it. I've looked around room 509. I would have seen the second key if it was there. Mrs. Cruz must have left with it this morning. Probably. We were so close. I can't believe it all ends here. Well, if you get me a candle and some plaster, I may be able to do something about that chest. How? I'll tell you later, okay? Der macht den Schlüssel nach, I'll oder? meet you in the basement as soon as I can. All right. Thank you for not giving up. I would never give up on you. Der macht den Schlüssel nach, Leute. Great. This takes care of half of this little scavenger hunt. As for the candles, doesn't Rebecca keep some in her locker downstairs? I can probably find the rest of what I need in the basement. Haben wir Candles schon beim Schnüffeln in den Schränken gesehen? Mal gucken. Oh, Bernard. I can't believe you can do something like that. Andrew? Gosh, I hardly recognized you. Guess this is from a different lifetime. Figures that if you were going to break any rules, it'd be the ones about which books you can or cannot read. What happened to you before you came to Montreal? Why don't you want to go back home? Fine. Keep your secrets. People don't usually leave these unlocked. It's locked. I'm good. So
you do have a stash of candles. But where is it? Maybe Bobby took some candles from Rebecca already. The kitchen is out of power again. I can barely see. Wo waren denn Kerzen? So, ich mache jetzt die Bohnen aus, Silence. Ich hoffe, du bist mir nicht sauer. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, reicht auch für heute. Gottlose Scheiße! Scheiße! Oh nein! Ich möchte nicht, dass du sauer bist. Aber ich habe 7 oder 8 Bohnen gefressen. Das muss doch jetzt reichen. Hören Sie auf, meine Ohren so riesig darzustellen. Das ist unecht. Das stimmt so nicht. Ich habe kleine, klitzekleine Ohren. Die Schorfen, nee, da brennt mir die Fresse weg. Bist du des Wahnsinns? Mir reichen schon die ekligen. Die Schorfen, die schlagen, glaube ich, richtig auf den Morgen. Wendy ist verliebt in den Chef, ich sag's euch. Nee, in Jack. Jack, wer auch immer Jax jetzt ist. Die haben hier Karten gespielt. This must be Andrew's current read. Or one of them, anyway. Hören Sie auf, mich mit Pistole zu bedrohen. Don't worry, Gossiper. I'm coming back to you. Ich möchte das nicht. All of Gracie Jones' secrets here at Q's. I guess Andrew went there on a holiday or something. Ich kann nicht ständig irgendwelche neuen Bohnen fressen, das geht einfach nicht. Das ist mein Schlüssel, ne? Gotta hold on to these tight. Und noch mehr Schlüssel. Aha. Hast du schon mal die Schafen ausprobiert? Oha. To whoever keeps stealing my lunch, I want my Tupperwares back. Susan. So eine Kollegen. Einfaches Essen auf Arbeit klauen von den anderen. Was macht ihr denn Schönes? Wir sind ein Zimmermädchen und ermitteln. Wir sind Ermittlerin, verdeckte Ermittlerin, aber. Und selber so? Wie war dein Tag? Ich hoffe doch gut. Mach aber bloß nicht das Blaulicht im Schlafzimmer an. Nee, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Vier Stunden sind rum. Weil irgendwie ist schon 18 Uhr und ich bin mit dem Spiel nicht durch. Wie kann es sein? Das ist eher ungewöhnlich bei mir, dass ich die Spielzeiten nicht einhalte. Ja. Ich weiß es nicht. Dan ist sein Schlafzimmer ist voller Milchflecken. Was?
Ist halt die Frage, machen wir jetzt noch weiter oder machen wir Schluss? Für heute und machen das ein andermal zu Ende, das Spiel. Oh. Hier wird die Wäsche gewaschen. Die schmutzige Wäsche wird hier gewaschen. Oh, is this a movie script? Ja, sieht so aus. Wann geht's weiter? Entweder heute oder am Dienstag dann. Wir könnten eigentlich hier unten... Oh, was ist da? Nix. Könnten eigentlich hier in der Küche... Ne, wo sind wir? In der Waschkammer? Ah, Kerzen! Stash uncovered. Reb, you won't mind if I just got a candle. Now, what next? Heute entspannt. Bisschen Rad aufräumen und vorhin viel nach Autos geguckt, aber bin voll überfordert bei dem Angebot und den gestiegenen Preisen. Keine Ahnung, ob man da sich ein Midlife-Crisis-Auto holen soll oder 80 PS Nonnenfahrzeug. Also ich bin für ein Nonnenfahrzeug. Eindeutig. Oh Mann. Aber ja, auf mich nicht hören. Ich glaube, das ist noch ein bisschen, ne? This bed we made walkthrough. Wie viele Kapitel hatten das? Ich glaube, wir machen beim nächsten Mal hier weiter. Da ist noch ein bisschen was zu machen. Da müssen wir mal gucken, wann wir das dann machen. Wenn ich früh zu Hause bin, morgen Nachmittag. Ansonsten am Dienstag im Schlot. Zwei, 6. Dienstag dann 17 Uhr. Oder wir spielen es jetzt zu Ende. Können wir auch machen. Bis um 8 habe ich Zeit, weil die Mutter will erst um 8 telefonieren. Nonnen why? Aber ich weiß... Aber wie weiß ich dann... Reiße ich dann die Perlen auf? Für meine 10 Kilometer zur Arbeit reicht es vollkommen aus. Ja, keine Ahnung. Holst du die zu Fuß ab, die Perlen? Oder leist dir dafür irgendwo anders ein Auto aus, wenn du Eindruck schinden willst? Was sagt der Kopf? Dem geht's gut. There you are. I'm not sure I understand what the plan is here. Well, I remember reading a spy novel. I can't remember the title. Danke für den Tipp. In which they used wax and plaster to make a key mold. I'm thinking we could do the same. Are you sure it's gonna work? Sure? No. In the novel, they used a special kind of wax, not candle wax. But I think it's worth a shot. Yeah, you're right. So let's do this, shall we? Wo ist das Wasser? Dann komme ich angejoggt und nehme sie auf der Schulter mit. Pour the wax, Zum Beispiel. Careful though. The pot's probably hot. That's it. Nicely done. Next step, put the key in the wax. Better wait a few seconds before removing it.
looks good. Pretty sure you can take it out now. I think we're almost done. All that's left is to pour the plaster from the cup into the mold. Good job. So now we wait until it's dry, I guess. How long do you think it's gonna take? A few minutes, probably. We can poke it every now and then to check. I bet you didn't think you'd be making a plaster key today, huh? No. But I like it. I feel like I'm in one of those novels I spend my days reading. Ever read banned books? Have you ever read banned books? What do you mean? You know, books banned by the church. I heard, Copernicus is a pretty Richtiger interesting read. Einbrecher. Huh. Ja. Funny you should say that. It's on my list, actually. Der war in der Although Kirche I can confirm früher. it takes a more scientific mind than mine to enjoy it. I suppose there's a reason why those books are illegal, right? Well, the church did persecute Galileo for saying the Earth revolved around the sun, and not the other way around. So, even as a man of the cloth, I don't mind saying their judgment isn't always the best. You are a priest? A man of the cloth? Na, wir haben ja das Bild Wait, gesehen. You're a priest? Technically, no. I've gone through most of the classes, but I left the seminary before taking holy orders. Wow, I never knew that. Yeah, I think you're the first person here that I've told. I really can't imagine you in robes. Actually, I can't imagine you in anything but this uniform. Yeah, I guess we've never seen each other outside of work, huh? Maybe we should grab a coffee one day? I could tell you all about the exciting things that happened at the seminary. Yes, I would like that. Yeah, I think I'd like that. Awesome. The corner cafe is not too far from here. Why don't we meet after work one of these evenings? That sounds great. Machen wir. Oh, look. I think our key double is dry and ready to go. I can't believe it worked. I could not have done this without you. Well, I'm glad I was able to be of some help. I should get back upstairs, though. I've been gone far too long already. Let me know how it goes with the key. Der Chef sucht den bestimmt And schon. you should probably be careful when you turn it. Otherwise, it could break inside the lock. Yeah, I'll be careful. Thank you for everything. You're welcome, Sophie. Na dann. Gehen wir mal hoch und öffnen mal die Box. 99% bricht der Schlüssel ab. Ach wo, ich bin sehr vorsichtig. Hier ist der Fahrstuhl. Hier steht das Schild auch auf dem Boden, sehe ich gerade. Ach wo, Rivale. Nee, ich glaube, dann spielen wir einfach noch ein bisschen weiter. Dann machen wir das jetzt durch. Und wenn wir dann auf 5 oder 6 Stunden kommen, dann ist es so. Dann ist es so. Ich habe morgen frei, von daher bin ich da egoistisch. La 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 la, jetzt wird's spannend. Be careful, Sophie. You don't want this key to break. Unlike my favorite bar, this one was black. Her alliterative name will surely take you back. These two sure love their riddles. Huh. Marcella invited you to the movies.
Let me guess. You said yes. Das ist doch wieder so eine Secret Language. Das müssen wir entschlüsseln. Doris Day. That's an alliteration, isn't it? Doris. I-S. Ist nichts mehr drin. All I do is look at your lips and imagine kissing you. I can't wait for tonight. Kennen Sie eigentlich GeoGuessr? Ja, das haben wir hier schon ein, zwei Mal gestreamt und gespielt und das war, wie soll ich sagen, es war schon lustig, aber ich stelle mich da auch öfter mal ein bisschen an. Es gab auch irgendeinen GeoGuessr, was man, glaube ich, mit anderen, also GeoGuessr an sich kostet ja, glaube ich, auch Geld, wenn du mehr als eine Runde spielen willst pro Tag. Und wir hatten aber auch so eine Community-Version, wo dann Leute aus dem Stream, die Zuschauenden, einfach mitspielen können. Aber ja, wie gesagt, GeoGuessr, na klar. That riddle's a toughie. Maybe I need a fresh pair of eyes on it. Two five-letter words are the key, both related to our history. Unlike my favorite bar, this one was black. Here, alternative name will surely take you back. From the first one take the first two, from the last one take the last two. Could that be the case I found in Marcella's bed in 509? Unlike my favorite bar, this one was black.
Ich schnüffel eure Fürze auf. Und das war's dann. Journey to the Savage Planet war so ein abgedrehtes Spiel. Aber da war es wirklich so. Da waren Viecher, die haben gefurzt. Und dann hat man daraus Rohstoffe gewonnen. Sehr cool. Ich habe gerade auch statt Niagara Indien getippt. Upsi. Kann passieren, ne? Kann passieren. Irgendwas muss ich hier einstellen. According to one of the letters in the chest, Anne bought Marcella something that needs a 4-letter key to open. Could that be the case I found in Marcella's bed? I need to figure out 2 5-letter words, both related to Anne and Marcella's past. The white cat. Unlike my favorite bar, this one was black. Literal. Ah, da hat sie doch irgendwas mit. Greta. GER. GER. Her illiterate name will surely take you back. Erkunde mit Hannes B. Vor 3 Jahren, wow. Hast du meinen Account gefunden oder was? Ja? Need YouTube-Wort. Oh mein Gott.
Ich finde das immer so klasse, wenn man denkt, ah, ich weiß, wo das ist und dann, oh, doch nicht, ja, ja. Also wir haben schon mal GR. GR. Was passiert? Der Enno raidet mich. Schon wieder fertig mit Stream. Na? Wie jetzt? Wie war's? Was habt ihr gespielt? Was hast du gemacht? WoW, ne? Schönen guten Tag zusammen. Wunderbar. Schönen guten Tag zusammen. Hello, hello. Du wirkst ja richtig munter. Ja, ich bin richtig fit. Aber ich bin ja auch schon über 4 Stunden am Stream. Das ist ja krass für mich. Und selber so? WoW haben sie gespielt. Oh Nuxus. Oh Nuxos. Grüß dich. Hallo, hallo. Wie gesagt, vielen lieben Dank für den Raid. That novelist, Bridget Boswell. Voll ungewohnt. Ja. Der Flieger kommt bald. Ja, ich muss bald ins Bett gelegt werden. Nein. Dear Marcella. Or should I say Brigitte? After all this, turns out you're a fan of Bridget? Of Marcella? That's a lot sweeter than I expected. I'm glad you were able to advance on my side. Oh, Lindsay's a man. Yeah, I guess it was presumptuous of me to think otherwise. Oh, Anne. Murder might be a bit much, but you deserve some kind of justice. So the symbols I've been deciphering, you invented them back in the day to keep your love secret. That feels really special. I do like a happy ending. Oh, so you came to Montreal under the pretense of celebrating your wedding anniversary. But all along, you meant to reunite with Anne. Aha. So this was all a story about star-crossed lovers, with the lovers in question being Mrs. Beaumont and Mrs. Cruz? Seems like it, yeah. But I'm not sure whether they chose to meet here just to reconnect for a few days, or if there's something more to it. Actually, I think I can help with that. Really? How? Well, some mail just arrived here for Mrs. Beaumont. Oh, I wonder what's inside. I wonder what's in it. Me too. Should we open it? Well, that's illegal, isn't it? But sometimes the mail arrives a little damaged, you know? Oops. Oops. So? It's a tourism pamphlet for California and 3 train tickets. What do you think this means? I'd say Anne and Marcella are probably planning to run away from their husbands. Those train tickets must be for them and Michael. So you're on a first-name basis now, huh? Well,
After reading so much of their correspondence, I kind of feel like I know them, you know? Yeah, like characters in a book. I have to say, though, I'm still a bit confused as to how Paul fits into all of this. Turns out he's a big fan of Marcella. He is? Why? She writes pulp fiction under his pseudonym. I think her books gave Paul a chance to get out of his own head while he was staying in a psychiatric hospital. I get it. Books have always been a way to escape for me, too. But why did he have pictures of you? We'll probably never know. I think the trail ends here. I guess investigations in real life always have some loose ends. I was kinda hoping we'd have this big third act reveal, to be honest. At least it made our day pretty interesting. That's for sure. It helped me understand you better, too. Oh? Why you snoop, I mean. Piecing together people's stories, learning what makes them tick. It makes you realize we may have more in common than it seems. What about your story, Andrew? You're right. Which is why the next story I'd like to learn is yours, Andrew. Oh? Am I gonna find you snooping through my apartment next? No. I would love to share my story with you, Sophie. You're the first person in a long time who's made me feel like I can. Would you come and see me when your shift ends? We could leave together, if you'd like. Sure. If we're able to. With all that snow, I'm thinking maybe we'll have no choice but to spend the night here. I guess that wouldn't be so bad. We could set up a pillow fort on the mezzanine. A pillow fort? We do work in a hotel, you know. There are actual beds here. Oh, I wouldn't be sleeping. I've got a reading list the size of the Eiffel Tower. This would be the perfect chance to put a dent in it. That does sound like fun. I could bring my magazines and, ooh, maybe light some of Rebecca's candles. Now I kinda hope we do get stuck here. I just have to finish my tasks for the day and then I can leave. Wunderbar. Ich gehe mal kurz pieseln, bin sofort wieder da und dann spielen wir weiter. Wann Andrew Bumsi? Ich habe keine Ahnung. Der ist doch kirchlich so ein bisschen unterwegs. Danke fürs Klo. Handy nehme ich auch mit.
So, wieder da. Schnell noch was in den Ofen gesteckt. Damit ich dann nachher noch was futtern kann. Wenn ich mit der Mutter talke. That ringing. Sounds like the elevator doors are jammed. So, mal kurz hier aus und wieder an. Futtern weiß, sie haben genug gefuttert. Ich habe heute ganz viele Bohnen gefuttert und ich hatte ein ganz schmales Frühstück. Es war kaum der Rede wert. Dann muss ich was essen. Oh. Oh, Blut! Oh! Der Boss! Bin ich jetzt arbeitslos, wenn der Chef tot ist? Warum hat der Fahrstuhl aufgehört? Mach doch weiter mit der Tür. Der ist tot. Gucken dir doch an. RIP. Mr. Cruz. Ja. Oh God. Oh God. What happened? Mr. Cruz's life insurance policy. Why did he have this on him? Hector Cruz. Marcella Cruz. Das ist nicht der Chef, das ist der Herr Cruz. Der Versicherungsvertreter. $10.000. Marcella? Okay, let's not jump to conclusions. Is this about Paul? Does that mean... Genau. Wir laufen mal den Blutspuren hinterher, wollte ich gerade sagen. Na, zum Glück klemmt's an den Schultern, nicht am Kopf. Ja, genau. Was ist denn das für ein Affengebrüll schon wieder hier? Das tut mir ja leid. Schäme mich. 5. Stock. Hello? Is anyone in? Hello? I need help. Hello? Is anyone in? Oh, ich muss es wegmachen. Eismaschine. Oh, oh. Warum ist das Eis rot? Also das geschmolzene Eis. Oh, eine Kette.
These look like Marcella's pearls. Ja. What happened here? It's Pickle Time. Oh mein Gott. Nein. Die Leiche könnte ich in die Kühltruhe schmeißen, ne? A, B, and Beaumont. Das sind ihre Zigaretten. Das sind Anns Zigaretten. Vielleicht liegt hier jemand in der Tiefkühltruhe. Schön durchs Blut laufen. Schön die Crime Scene verunstalten. Lindsay's death really hit him hard. He hasn't been in the best headspace. Krasse Kamera für die 50er Jahre. So Paul just needed to pass the time while Marcella was away. Krasses Objektiv, That's ne? why he was observing us. Paul was hiding out right here. Did he ever find the person who was sneaking out at night? Oh, so Paul's work with Marcella was to follow her around like a private investigator, to help her with research for her novel. Paul really got into his role. Should I hold on to this, maybe? Oh, das ist die Mordwaffe, glaube ich. Die hätte ich vielleicht nicht aufheben sollen. Kann ich das wieder weglegen? Oh nein, guck mal, was ich für Blutspuren hinterlasse. Oh nein. Oh nein. Just get to the fuse box in the janitor's closet, Sophie. It's not far. Ich war es nicht. Ich bin unschuldig. I'm innocent. Ist das Blut mittlerweile abgelaufen? Ja, sieht gut aus. Ach, man könnte den Eispickel nehmen, den Screwdriver. It's too big. I guess I'll need something that worked, thank God. Now, to get the power back. Eugene, what I would give to have you with me right now. Your note will have to make do. Noch nie hat ein Inspektor gesagt, das Dienstmädchen war es, also ganz ruhig. Okay, gut. Frauenknast. Kennt noch einer die RTL-Show? If there's a power outage and I'm busy preventing another part of this hotel from collapsing, here's what to do. Check the fuse box plan for required amperage of each socket. Remove all blown fuses from the socket. Blown fuses are usually blackened. Screw in new fuses in sockets. Make sure amperage is correct. What? How did this end up here? Not much use without the rest of the code. Unless those numbers I found in the laundry room, could they be part of the same combination? So, die Schwarzen sind kaputt. How does Eugene do this again? Fuses. I probably need new fuses.
Wo kriege ich denn neue Fuses her? Hier ist eine. Yes, this is what I need. Hier ist eine. Und hier. Tanis hat Walter gespielt. Walter? Im Baumarkt? Im Baumarkt kriege ich die. Ach so, Walter, stimmt, Walter. Ja, jetzt war nicht Walter, sondern war. Ja. Hm? Nee, hab ich nicht. Was ist denn. Woher weiß ich denn, was, welche Fuse, wie viel die kann? Okay, wir gucken uns ab. Die P hat 25 und die G hat 30. Die S hat 20 und die A hat 15. Das heißt, da oben muss eine A hin. Ja, pack die rein. So. Hier muss eine 20er rein. Also eine S. Nee. Ja. Und hier muss eine 30er rein. Das ist eine gelbe, eine G. Haben wir noch eine G? Nee. Ah, hier, warte. Yes. G ist 30, genau. Ich hätte ihn vielleicht vorher aus dem Fahrstuhl ziehen sollen. Der wird ja jetzt wieder gebumpt von den Fahrstuhltüren. Power's back. Now I should go down to the lobby. Call the police. War nicht noch irgendwo was zum Safe knacken? The misplaced list of safe codes for the 5th floor. Tap to the inside in the fuse box. Someone piled something on it. Obscuring most of the numbers. Kann ich da noch runter? Hallo? Hä? Wir haben den Strom doch eben schon mal angemacht. Junge! Junge!
Sie hat vorhin bei der Safe-Liste irgendwas gesagt. Oh, noch eine Knarre. The bodies of a woman and 3 children. 3 children. Huh. Drei Stofftiere. I have to contact the police. I should be able to call from the front desk. Kann ich... Is there anything I've forgotten? Once I leave this floor, I probably won't be able to come back. Ja, erstmal muss ich über die Leiche drüber kommen hier. Ach, es gibt ein Treppenhaus. Dann gehen wir doch am besten drehen. So drehen, dass man in den Lauf guckt. Nein! Wo sind die Stairs? Shit. I knew blocking the stairs would be a bad idea. Entschuldigung fürs euch anhusten. ...20 Minuten noch. Dann sollte die Lasagne fertig sein. Das klingt doch gut, oder? Komm, ich müsste über den Fahrstuhl rauskommen, aber da liegt da eine Leiche. Oh. Okay. I'm sorry. I'm sorry. I'm so sorry. Sieht fast danach aus, Matze, aber ich glaube, wir müssten jetzt in den nächsten paar Minuten durch sein.
Ground Floor. Und B ist Basement. Wir müssen die Polizei rufen. Da wurde jemand gekillt. The worst phone call to make. Phone. I need a phone. Ach da, die Tür ist offen. Na super. Wo sind denn eigentlich alle? Where is everyone? Ja. Wo sind alle? Call the police. Police Service, Station 22. There's a man dead. He's been Montreal. murdered. I need the police. Hat wahrscheinlich eine andere. Where are you right now? The lobby, but the body, it's upstairs. Can you give me the address, please? Oh, 1178 Drummond Street. All right, ma'am. Officers are on their way. Thank you. Waiting it out. Now, I just have to wait for the police. Also ich sag's nochmal, ich war das nicht. Oder ich erinnere mich zumindest nicht dran. Hey, you're here. I've tried restoring the power, but I think Eugene's the only one with the key to the fuse box, and Sophie? Don't worry, I'll find a way to bring the lights back on. Ich hab doch oben Strom You angemacht. look a bit pale. Es war der Everything Priester. I found Mr. Cruz. Meinst du? Hector. He's back? How's he taking that whole thing Dass with das his er wife? war? You Nee, don't komm. understand. I found his body. He's dead, Andrew. Jesus. Maybe you need to sit down, huh? Nicht, dass der uns jetzt auch einen Eispickel in den Rücken steckt. Aber er war's ja nicht. Er war's doch nicht. Er schlägt uns mit dem Klavier. Ach, er setzt sich mit dem gut. Did you call the police? Ja. Yeah, they're on their way. What happened? Was he sick or something? No, I don't think so. Someone did this to him. You mean... Jesus. Do you think it could be Paul? Paul, yes, no. Ich weiß nicht, wer es war. What about Anne and Marcella? Their affair is a pretty good motive. I also found a letter from one of Hector's customers. He seemed really angry. I guess it could be him as well. The police will want to ask you a lot of questions. You may want to be careful about what you tell them. With Paul's history of mental illness, there's a good chance they'll suspect him even if he didn't do it. I understand. I think I know what you mean. Some people seem to assume that spending time in a psychiatric hospital means you're a murderous psychopath. Yeah, they really do. You know how I said I studied to become a priest, but never took my orders? That's because I felt so lost. I couldn't enjoy the things I used to like. I could barely get myself out of bed. So I ended up going to a psychiatric hospital. And the doctors, they helped me get back on my feet. But when I returned to my hometown, it was like I had become a complete stranger. My mother kept telling me I was making it worse in my head, but I swear, people were changing sidewalks when they saw me, looking at me as if I was this dangerous creature all of a sudden. That's why I didn't tell you that. What? Call it coincidence or fate, but that psychiatric hospital, it's the same one Paul went to. I've met him there, talked to him a bit. I'm sorry I didn't say anything before. It's okay. I get why you didn't.
You do? My mom has a mental illness too. You know how I tell everyone that my mom's sick, bedridden? Well, it's true, but I always leave out the part about her illness not being physical. I'm ashamed of the truth. So even though I don't know exactly what you went through, I can understand. Thank you for telling me. I know it's not an easy thing to talk about, but if you ever want to talk about your mom, I'm here. They're here. The police is here. Promise me you'll be careful with the information you share. Yeah. Yeah, of course. Bis die Tage, Rivale. Dankeschön fürs Hiersein. Schönen Abend noch und morgen guten Start in die Miss neue Roy? Woche. Miss Roy. Miss Roy. Oh, sorry. I was distracted. I really need you to focus right now. Sitz im Weg. I don't want to be here all night, and I'm sure you don't either. No. No, I don't. So, as I was saying, we're trying to ascertain the circumstances of Mr. Cruz's death. Can you tell me how you came to find the body? I was cleaning room 509 when I heard the elevator bell ring. Again and again and again. I thought maybe a child was playing with the doors. So I went out in the corridor, and that's when I saw him. All the blood and... Why was the elevator bell ringing? I'm sorry? You said you heard the elevator bell ring. Yeah. Why was it ringing? I assume it wasn't a child after all. Mr. Cruz's body was blocking the doors. Well, Mr. Cruz's body was preventing the doors from closing. Really? When we found the body, it wasn't that close to the doors. Ja, ich hab den The rausgezogen. stairs are blocked because of the renovations, so the elevator's the only way out of the 5th floor. I had no choice but to move the body. Just a little. Ah, so that explains the traces we found. Thank you for clearing that up. So, what did you do after that? Well, that's when the power cut. So I had to go to the janitor's closet. To access the fuse box. Exactly. I changed a few fuses and turned the power back on. But there's a lock on that box, isn't there? Did you have the key? No, I used an ice pick. No, I didn't. Only Eugene does. But I thought an ice pick might do the trick, so I went to the ice machine to get one. You're a size 7, I suppose. Yes, I am. Why? What did you see when you went to the ice machine? There was blood. A lot of it. Did you touch anything? Nee. Nein. No, nothing. That's weird. It sure looks like someone poked around the crime scene. Oh well. Ich bin nicht mal mit den once the Schuhen durchs Blut fingerprint analysis gelaufen. comes in, won't we? So, what did you do after restoring the power? I took the elevator down to the lobby. That's where I called the police. Do you remember what you said to the operator? The exact words. No, I'm afraid I don't. You said, there's a man dead. He's been murdered. That's possible. What makes you so sure it was murder? Mr. Cruz received some death threats. Yeah. Well, I know about Mr. Cruz's angry customer. Woher The one wissen who Sie sent das? him death threats. Sie Snoopy? Yes, we found those. But the customer in question lives back in Texas, Snoopy so there's no person? way he could have killed Mr. Cruz. Actually, I think he may be staying at the hotel. Have you encountered him? No.
In room 504, there's a guest who seems to be traveling alone. Yet, he has these 3 teddy bears in his room. Mr. Cruz's customer lost his 3 children in a fire, and these bears are slightly burnt. So... An interesting deduction. I'll look into that. But how do you even know about the death threats? He told me. Mr. Cruz told me the other day. Really? Was he in the habit of talking about his personal life with hotel maids? I really can't say what his habits were, but he seemed to like me. Did he now? Here's what I think, Miss Roy. I think you went through Mr. Cruz's belongings while you were cleaning his room. I know that's a little hobby of yours. We've found pictures of you snooping around. Stimmt. Now, die habe ich ja gar nicht vernichtet. To arrest you for violating your guest's privacy, I suggest you tell me everything you know. All right. We've learned from one of your colleagues that the victim had a fight with a guest named Mr. Spade. What can you tell me about him? Ich weiß nicht von dem. I don't really know anything about him. He seems nice, though. Nice? I wouldn't be so sure. Oh? We found out that Mr. Spade is fresh out of a madhouse. When we called the Madhouse. Quite the picture of him. Oh je, Did you was ever see denn? him display odd behavior in or around the hotel? No. I mean, we've all got our little quirks, don't we? Did he seem obsessed with Mrs. Cruz? A little, maybe, but... Obsessed enough to kill her husband? No, nothing like that. We all have our obsessions. Me, for instance. I'm obsessed with celebrities and gossip magazines, and... You don't seem to understand, Miss Roy. Mr. Spade is not like you and me. He may look like us, but he's not. He's dangerous and needs to be taken off the streets. So tell me, did you ever see him be violent or aggressive? Nö. Take a stand, deny. You're wrong. I beg your pardon? He is like us. We all struggle sometimes, some of us more than others, but there's nothing wrong with that. You may not have noticed, Miss Roy, but neither of us are in an insane asylum right now. He was brave enough to seek help. That doesn't make him a criminal. That doesn't mean he killed Mr. Cruz. You know, I'm starting to worry about your own mental state, Miss Roy, since you're so eager to defend... And I worry about your ability to do your job, Detective, since you seem to be such a... Enough! One more word. Just one more word, and you'll be spending the rest of your night in a cell. Now get the hell out of here. I've had enough of you. Oh shit! Ich dachte, der lässt mich einliefern oder so. Oh, ich sitze schon wieder am Weg. Ah, ist unscharf, ist egal. Bernard was strangely chipper on the phone. That can't be a good sign. I guess I'll know soon enough. Fünf Minuten noch. Let's go see what Bernard wants. The atmosphere is so different in here. Will it ever feel like it used to? Ich glaube, ich bin gefeuert. Ich meine, die Bilder, dass ich in den Sachen von den Leuten rumwühle, werden nicht unbedingt filmisch sprechen. Oh. Kann ich das cleanen? Without Eugene, the lobby will be a swimming pool by the end of the month. Will the rest of the building even be standing? I'll need a mop to clean the puddle. With all the leaks, I'm sure there's one nearby. Ah, hier.
Muss man sich den Weg frei putzen, damit man zum Chef gehen kann. Meinst du, das wird dich jetzt retten? Ich glaube nicht. Ich befürchte nicht. I'll go empty my locker. Andrew. Hey. Are you okay? Er ist gekündigt. I've just been fired. What? No, It's okay. No. I just need some time to process it. I'll be on the mezzanine if you want to join me afterwards. Ja. Yeah, okay. Also der ist schon mal raus. Kann ich eigentlich auch kündigen, oder? Kann ich einfach sagen, wisst ihr was? Ich bin raus. Oh oh. Schönes Boot. Ah, Miss Roy. Come in. Oder er feuert mich jetzt. I suppose you know why you're here? Nö. Is it about the murder? I would guess it has something to do with the murder. Well, you'd be right about that. We've been getting a lot of press lately, and not the good kind. I wouldn't expect you to understand the position I'm in, but I assure you, it's quite uncomfortable. To have one's life's work blown away like that. All thanks to some sexual deviance and a nut job. It's obvious to me now that I haven't been firm enough. For guests of such morals to be comfortable booking a few nights here and committing such a horrid act? Things need to change. This means elevating our standards to the highest possible level, and it starts with the people working here. It starts with you. With me? Yes. From what I've heard, you've been quite the exemplary maid lately. Clean rooms, satisfied guests. I take my job very seriously, sir. As you should. We'll see for the future, but for now, you'll be allowed to continue working here. Thank you. I'm not done. The police have finished their investigation and left a mess on the 5th floor. I want you to clean it up. You want me to go back there? Yes. Why not? I found a dead body on that floor. I'm not going back. I'll make this simple for you. If you don't do it, you're fired. You can't fire me because I quit. You can't fire me. Because I quit. Sure. I fire you, you quit. It's all the same to me. Just make sure to empty your locker before the end of the month. That'll be all. Also gibt es eine Option, nicht gefeuert zu werden und eine Option wahrscheinlich gefeuert zu werden. Ich hätte jetzt auch sagen können, okay, ich wische das Blut weg, aber ich werde mit Andrew durchbrennen. Hey. What a week. You don't say. Das ist eine gute Idee. So what did Bernard want with you? Well, he was being kind of a jerk, so I quit. You what? I quit. I figured there was no point in staying if you were leaving. I'm flattered, but that really wasn't necessary. I think it's for the best. Did Bernard say why he was firing you? Well, I told him about my time at the psychiatric hospital. Okay. Really? Yeah. He said that didn't fit with the hotel's standards and showed me the door. You know you'll bounce back. What's the next for you? So, what's next for you? I think I'd like to be my own boss. No more Bernard looking over my shoulder. I've had this dream for a while of maybe opening a bookstore. I can't say I'm surprised. It just makes so much sense. I'd be able to combine the two things I love most, reading books and helping people. Granted, helping people find books is a far cry from helping them find God, but... My mom likes to say, Bookstore, "There's no I'm job in." too small. Plus, just by the way you're talking about it, it's obvious it'd make you happy. And that's what really matters, I think. Yeah, you're right. Thank you. I'm really glad I have you in my life. Me too. Can I kiss you?
kiss me? Yes. Please do. That was... Yeah, it was. What do you think will happen to our guests? What do you think will happen to them? Who? Sorry, my mind wanders sometimes. I meant Paul, Anne, and Marcella. Do you think they'll be released? What do you think? I don't know. I wish they'd get a happy ending, but I'm not sure it's that kind of story. I'd like to believe it is. I think Paul becomes a famed photographer. He gets his own studio and decorates it like a hotel bathroom. As for Anne and Marcella, they move in together. But they keep leaving each other notes in the vents. You know, for old time's sake. I like it. Maybe you should write that. Maybe I will. Schön. I think this is it. Hallo Avis, grüß dich, schönen guten Abend. Die sind beide in den Knast gekommen. Oh oh. Ich freue mich wieder, sie nachts anzutreffen. Naja, es geht so. 19 Uhr. Ich muss gleich mal in die Küche den Ofen ausmachen, sonst verbrennt meine Lasagne. Ich wünsche dir auch einen schönen Abend, Avis. Urgent, overdue, final notice, shit. Die haben mir einen Buchladen. Wie schön. Ja. Schön. Ich renne kurz in die Küche und mach den Ofen aus. Bin sofort wieder da. So, Ofen ist aus. Wonderful, oder? Also, immerhin ein Happy End für sie und Andrew. Ich hätte mir in der Tat eine deutsche Betextung gewünscht, aber ich habe schon vorhin gegoogelt, das gibt's nicht. Es gibt nur Englisch und Französisch. Hat wahrscheinlich das Budget nicht gereicht für. Es hat mir gefallen. Man hat gemerkt, dass das kein AAA-Titel ist, ne? Aber das muss es ja auch nicht immer sein. Man konnte ein bisschen rumrätseln und ich glaube, es gibt verschiedene Enden. Wir haben vor 5 Stunden und 16 Minuten angefangen und haben das heute beendet. Ich habe geguckt, angeblich so 3-4 Stunden soll man dafür brauchen. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, wie immer, ist ja klar. Aber ja, hat Spaß gemacht. This bed we made explained.
Ich habe das irgendwo bei einem anderen Streamer, glaube ich, mal gesehen. Hinter jeder Tür eine neue Geschichte. Technik, Ton. Die Vertonung fand ich gut, die Musik auch. This Bad is We Made ist ein spannender Mystery-Titel, der Spieler in einer gewissen vergleichsweise kurzen Spielzeit bis zur letzten Sekunde an den Sitz fesselt. Liebevoll gestaltetes Hotel in den 50er Jahren. Ja. War gut. Und kurz. Wie gesagt, für bestimmte Achievements kannst du es bestimmt noch 1-2 Mal spielen, um das, um irgendwelche 100% zu kriegen oder Platin oder was auch immer, aber ich glaube, man kennt mich. Ich mache das nicht. Oh. Gutes Spiel und ein Wink gegen das Stigma für mentale Krankheiten, ja. Aber leider war das in den 50er Jahren ja ganz anders bewertet, ne? Also, haben sich die Menschen das sehr einfach gemacht. Oder die Gesellschaft. Story Progress. Options. Ne, war gut. War gut. Jetzt will ich mal kurz in die Achievements reingucken. Und dann machen wir auch Feierabend. Dann ist es 19:20, 19:30, wunderbar. Und dann werde ich mich mit meiner Lasagne auf die Couch werfen und dann noch die Mama anrufen. Mit ihr noch besprechen. Nächstes Wochenende bin ich auf Rügen und dann will sie im November irgendwie, schätze ich mal unter der Woche, nach Berlin kommen. So, jetzt zeig mir doch mal die Achievements hier. %38 nur? Oha. 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 Platinum, naja, gut. Slipping Andrew. You did not clean the puddle by the restrooms, leading to Andrew slipping and hurting himself. Was? Das kann man machen? Einfach das nicht putzen und dann legt er sich auf die Fresse und dafür gibt's Silber? Ne, Bronze, okay. Hören Sie auf zu meckern. Entschuldigung. Corona-Test nicht vergessen. Puddle Patrol. You cleaned the puddle by the restrooms and prevented Andrew from getting hurt. Das ist gut. Bookworm. You choose Andrew as your acolyte. You choose Beth as your acolyte. Ach so, man hatte ja bei dem Anruf an der Rezeption hätte man auch Beth einbeziehen können. Dann wäre die sozusagen mein Companion gewesen. Not safe for work. Status quo. You erased the lipstick message so no one was fired by Bernard. Ach. Wo war denn da eine Lippenstift-Nachricht rangeschmiert? An irgendeinen Spiegel wahrscheinlich. Ich denke, du hast das beste Ende erreicht. Den Mord verhindern kann man eh nicht und ich habe gekündigt und habe gesagt, ne? You protect Wendy, which caused Linda to get fired by Bernard. So long, Linda. Ach, da hätte man auch noch mal interagieren können irgendwie, ne? Also Wendy saß ja auf dem Klo und hat geheult und wir wollten mit ihr reden und hat gesagt, später. Wendy gets the boot. You did not prevent Wendy from getting fired. Okay, ja gut. So ein echt mehrfach durchspielen, ja? You messed up while talking to Bernard, forcing your acolyte to step up and take the fall for you. Ah, okay, ja. Das tut mir leid. You managed to talk your way out of Bernard's question without involving your acolyte? Live to fix another day. You protected Eugene so he did not get fired by Bernard. You did not prevent Eugene from getting fired. Habe ich nicht.
You opened the vent and decoded the second secret message. You put money in your tip jar so you can go to Paris one day. Ah, ich habe doch Münzen irgendwo gehabt. Die hätte ich noch in meinen Schrank, in meinen Spind, in mein Geldglas werfen sollen. Ah. Ein Achievement mehr hätte ich dann gehabt. You snooped on your acolyte and used your newfound knowledge in dialogue. Oh. You made the key double with your acolyte. You solved Anne's riddle and opened the case in 509. You restored the power on the 5th floor. Yeah. Fire and life. You opened the safe in room 509 and made some interesting discoveries. You and your acolyte kissed. Hätte ich dann auch mit Beth küssen können? Wahrscheinlich, ne? Kiss, kiss, kiss. Thanks to your actions, no one was sent to prison and the police is at an impasse. Oh, man kann verhindern, dass irgendjemand ins Gefängnis kommt. Oh shit, das habe ich verkackt. The real culprit, thanks to your acolyte actions, the real culprit ended up in prison. Wer war denn das? Who was the killer in this bed we made? Jetzt bin ich ja mal gespannt, wer das war. Thanks to your actions, Anne and Marcella avoided prison. Nee. Thanks to your actions, Paul avoided prison. Nee. With no deviants to blame for this failure, Spinner gave the hotel back to his brother. Oha. You tampered with evidence, got caught and ended up in prison. Ich hätte selber in den Knast fliegen können? Oha. You got Linda fired and were a good mate and Bernard remained manager, so you received a promotion. You got Wendy fired and were a good mate. Ach du Scheiße. You choose to stand up to Bernard and quit, but now you have no money and a lot of regrets. Ach, ich bin mit meiner großen Liebe unterwegs im Buchladen. You completed the game, thank you. You found all 3 of Wendy and Jack's kissing spots. Stimmt, man hat die ja mal ein paar Mal hinter einer Tür gehört. Bitte nicht spoilern. Willst du es noch spielen? Willst du dir das selber angucken, das Spiel? Oder wie verstehe ich das gerade? Vielleicht. Okay, dann werde ich nicht spoilern. Ich weiß, wer es war, weil ich habe es hier bei Google gerade offen. Also, vielleicht gibt es auch gar keine richtige Antwort, ne? Wer weiß das schon? Gut. Vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Aber das Spiel erst kaufen, wenn es mindestens 50% Rabatt hat. Toni. Im Sale. Ja? Im Sale. This bed we made. Nur im Sale. Ja. Wir kaufen nur im Sale. So, dann machen wir die PlayStation aus. Und den Stromstecker an den PlayStation Controller. Dann können die wieder aufladen. Wir sehen uns im Stream am Dienstag wieder. Mit Starfield. Wir spielen Starfield weiter. Vielleicht beenden wir das auch irgendwann. Mal gucken. Vielleicht gelingt uns das ja. Morgen kein Stream. Morgen sind wir beim Pen and Paper spielen. Und tagsüber bin ich bei Calls Erdbeerhof. Wie gesagt, Dienstag und Donnerstag diese nächste Woche Starfield. Darf ich nur im Sale kaufen? Nee, du kannst kaufen, wie du möchtest. Wann, wie und wo und wie viel und so. Aber im Sale spart man halt. Prozente. So. Vielen lieben Dank an Trade-Jumper für den Raid. An Silings für die vielen Bohnen. An Velvet für den 2. Monat. Vielen lieben Dank. An den Black Varu für den Raid.
Und an Klein Ritter Rost für den Follow habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich bin ja eine Blitzblinse, habe ich gar nicht gemerkt. Vor 4 Stunden ist das passiert. Danke an Toni für den Bit. Und ja. Euch allen jetzt noch einen schönen Sonntagabend. Sie sind geizig, Herr Tanis. Ja, ich weiß, ich schäme mich. Suche nach SteamDB, Tom Hi. Da findest raus, wie oft ein Sale schon war und wo. Guten Appetit, danke. Ich werde jetzt eine vegane Lasagne essen oder vegetarische. Irgendwie Vegan Butcher oder so. Da gibt es ja auch immer so Burger Patties und so ein Kram oder Nuggets. Und da habe ich mir mal so eine vegane Lasagne geholt. Eine fertig Tiefkühlware, ne? Also nicht selbst gemacht. Aber ich glaube, die wird schon schmecken. Ja. Schämen Sie sich, Herr Tanis? Das ist eine Lüge. Was jetzt genau von dem Film, was ich gesagt habe? Sag mal, wie sie war, mache ich. Wir hören uns ja morgen, Andi, ne? Also dann, schönen Abend noch. Danke fürs Hiersein. Ich mache uns jetzt nochmal das Girl vom Petaluma an und dann bin ich raus. Bis morgen. Genau. Tschüss.